So, da sind wir wieder. Hallihallo und guten Abend. Barclay Gaming hier mit Star Trek Voyager Across the Unknown und werden jetzt von Sektor 4 in Sektor 5 fliegen, weil das haben wir vorgestern beendet. Gestern habe ich es nicht geschafft, weiterzumachen und deswegen let's go fortsetzen. So, wir sind in Sektor 4 noch hier unterwegs und sind eigentlich durch, haben alles gemacht, was wir brauchen. Wir haben Treibstoff, wir haben Essen, das andere haben wir nicht, aber macht ja nichts. Gucken wir ganz kurz hier, das ist am entwickeln. Kleine Batterieeinheit, okay, das passt und das ist genügt da. Das läuft auf -3, das ist, weil hier sehr viel Zeit im Sektor verbracht, weil ich den Biss immer ausreize. 23 Verletzte durch Mark die Krankheit 81195 sagt guten Abend. von der Danara Pell. Guten Abend, Mark. Hallo. Danke fürs Reinschauen wieder. Gestern nichts gewesen. So, und jetzt sind wir durch und dann geht's los. Auf geht's, nächsten Sektor. Weil wir hier durch sind eigentlich. Sektor 5. Los geht's. Persönliches Logbuch Lieutenant Tuvok. Unsere Allianz mit den Trape bewirkte ein Ende der direkten Konfrontationen mit den Kazon Nistrim, obgleich die Abwesenheit von Kala und Seska verdächtig erscheint. Ob dieser Umstand direkt auf die Anwesenheit der Trape zurückzuführen ist Mugen Lieve oder ein unterstrich gezieltes sagt guten strategisches Abend, Manöver kleiner darstellt, Padawan, bleibt Face abzusehen. Retard Shape. Der Captain gab zu verstehen, dass sie kaum Na, noch mit einer Mugen. friedlichen Lösung dieses Konflikts rechnet. Es ist fortwährend faszinierend, wie sehr Menschen dazu neigen, an der Hoffnung festzuhalten. Selbst wenn alle logischen Indikatoren ein solches Ergebnis als unerreichbar erscheinen lassen. Während ich ihre Verpflichtung anerkenne, jeden erdenklichen Weg für das Wohl der Crew zu sondieren, empfinde ich dieses Vorgehen doch als unzweckmäßig. Die Logik ist eindeutig. Die Bedrohung durch die Kazon muss neutralisiert werden. Eine aggressive Lösung birgt aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der Kazon inhärente Risiken. Nichtsdestotrotz hat die Voyager keine praktikablen Alternativen. Logbuch unterbrochen. Warte auf weitere Eingabe. Schließen, Idiot. Tuvok. Und der hat gespeichert, ne? Liest er das Logbuch nochmal vor? Müssen wir mal gucken. Den Tom Paris haben wir verpennt. Ich habe gedacht, bis auf weitere Eingaben. Schauen wir mal. Ansonsten starten wir Sektor 5 neu. Haben wir erst angefangen. Dachte, der quatscht noch weiter. Persönliches Logbuch Lieutenant Tuvok. Ah ja, geht los. Unsere Allianz mit den Der hat gerade Trape fertig gequatscht. bewirkte ein Okay, Ende der direkten Logbuchaufzeichnung unterbrochen, weiter Konfrontationen mit Eingabe. den Jetzt geht's Kazon auf Tom Nistrim. Paris. Persönliches Logbuch, Lieutenant Tom Paris. Die Kazon lassen uns endlich in Ruhe. Zumindest meistens. Ich habe sage und schreibe 7 Nächte Schlaf am Stück bekommen, 5 ungestörte Mittagessen in Folge und es blieb sogar noch Zeit für ein Dessert. Die Stimmung an Bord, sie ist besser. Viel, viel besser. Und wem verdanken wir diese plötzliche Ruhepause? Unsere Allianz mit den Trape. Man kann darüber denken, was man will. Aber sie zeigt Wirkung. Dieser Mabus allerdings, bei dem habe ich ein ungutes Gefühl. Aber letztendlich ist es die Entscheidung des Captains. Seska und Kala waren in letzter Zeit auffallend unauffällig. Vielleicht hat Kala endlich begriffen, dass er den Trape nicht gewachsen ist. Oder die beiden brauen gerade wieder irgendein hinterhältiges Süppchen zusammen. Ich wette auf Letzteres. Außerdem hat der Captain endlich zugegeben, dass dieser Kazon-Konflikt, selbst mit den Trape im Boot, beendet werden muss.
Die Friedenspfeife ist also offiziell vom Tisch. Ich selbst brenne ja nicht auf einen ausgewachsenen Krieg. Mir wäre es lieber, die Kazon würden sich einfach kollektiv ins nächste schwarze Loch beamen. Aber bleiben wir mal realistisch. Trotz all unserem Hightech-Spielzeug der Sternenflotte und dem verdammt nochmal besten Piloten der Galaxie am Steuerpult sind die Kazon wie eine Hydra. Hackst du einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Und was Kala und Seska angeht, es kümmert sie offenbar kein Stück, wie viele Handlanger sie verheizen, bis sie endlich bekommen, was sie... Hä? Logbuch unterbrochen, warte auf weitere Eingabe. Welche Eingabe? Kann mir irgendwas klicken? Persönliches Logbuch, Nö. Lieutenant. Persönliches Logbuch, Lieutenant Tom Paris. Gibt's kein Weiter. Die Kazon lassen uns endlich Auf in unser, Ruhe. nö, warte auf Eingabe. Okay, Zumindest. schließen. Logbuch unterbrochen. Okay, jetzt geht's los. Da geht's los in Sektor 5. Schauen wir mal, was los ist. So, jetzt können wir doch hier die Musik. Moment. Die Musik. Wo da spielt die Musik? Da wird ja wohl hoffentlich kein Voyager-Käse wieder dabei sein. Zumindest Voyager die Titelmusik. Aber im Hintergrund plätschert die Musik und das habe ich beim letzten Stream ja komplett verpennt, die wieder einzuschalten. Ein bisschen Klingeling-Atmosphäre im Hintergrund. So, Bericht. Lieutenant Lani. Plasmastrom hat die innere Schicht der Warpspulen weggebrannt. Wir benötigen Deuterium-Cortenit für die Reparatur. Was für ein Zeug? Was? Bis es unser Warpkern das einschalten. Wir können nicht die volle Leistung erreichen. Warpen auf Stufe 2 limitiert. Warpkern. Okay. Captain, ein alter Freund von mir, Laxet ein. Der führt einen talaxanischen Konvoi in diesem Sektor. Großartige Händler. Ich bin sicher, sie haben, was wir brauchen. Dann schauen wir mal. Das ist ein Versuch wert. So, was haben wir jetzt? 3/10 bis max 3/12, aber 12 will ich eigentlich schon in der Haie liegen. Morgen, wenn nichts dazwischen kommt, ist kein Autorennen geplant. Da kann ich dann lieber mal früher loslegen und dann mal ein bisschen länger zocken hier. Ist ja schließlich dann Wochenende auch. Kann man auch abends vielleicht mehr als 12 machen. So, Tuvok, meine Inspektion des Maschinenraums deutet auf Sabotage hin, Captain. Protokolle wurden in regelmäßigen Abständen systematisch gelöscht. Ein klarer Verstoß gegen das Sternenflottenprotokoll, das verfordert unter aufmerksamen Spione. Level 3 Nilix. Nilix mit Überwachung der Crew beauftragen. Warnung, er wird dadurch unverfügbar. Aha, das ist schlecht. Belana, die ist ja gestorben. Das ist die Torres. Warnung, sie wird dadurch unverfügbar. Das ist anscheinend die ehemalige Klingonen-Torres, die hier nicht zur Verfügung ist, weil sie gestorben ist. Mann, Tuvok Level 3 mit der Überwachung der Crew. Warnung, er wird dadurch unverfügbar. Okay. Der Nilix. Wo hängt denn der rum? Im Essenskapuff. Der Tuvok ist für Kämpfe da und wichtig. Also sag ich, Nilix ist mit noch am, glaube ich, entbehrlichsten. Also nehmen wir den. Doch, wir müssen schon hier. Der ist auch diplomatisch und so weiter. Kann den Leuten ein bisschen was aus dem Leutz kreien, indem er ein bisschen Käse labert und flachsen tut. So, Mr. Nilix, behalten Sie die Crew im Auge, genau. Wird erledigt, Captain. Gut, dann setzen wir Kurs auf den Konvoi. Moment. Zu spät. Mark 81195 sagt, ist deine Belana bei dem medizinischen Eingriff gestorben? Ja, du hast es erfasst. Die ist bei dem medizinischen Eingriff gestorben. Weil ich dieses Operationsgerät, das es irgendwo mal bekommen hätte, ein anderes Gerät, irgendeins, nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist die leider gestorben. Hab keine zwei Belanas. Die zweite hat überlebt, aber die erste nicht. So, Energieverlustbericht, wie sieht's denn aus? Vorheriger 240, aktuell 180, 677, 4:2, 3:2, max aktivierbare Warpkernstufe 2, 2, Batterieenergie volle,
Maximal, okay. Dann schauen wir mal, was jetzt hier los ist. Heimweh, Moral, -9. Oh, das wird immer mehr. Glück pro Sektor wird es +3, wie es ausschaut. Heimweh. So, was haben wir denn? Schauen wir erstmal den Warpkern. Wir haben ja wegen der Moral hier kurzzeitig das Holodeck aktiviert. Das braucht ja enorm viel Strom. Das können wir deaktivieren. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wie schaut es mit der Krankenschau? Da sind sehr viele Leute drin. Die bleibt erstmal aktiv. Wir schauen mal den Maschinenraum an. Also, Stufe 3 ist nicht verfügbar. Yep, liefert also nur noch Stufe 2, sprich 280. Wie sieht es mit der Shuttle-Rampe aus? Das Shuttle kommt auch nicht mehr zurück, dass ich mit den Leuten, die ich nach Hause gefahren habe. Da ist die Shuttle-Rampe eigentlich für den Arsch, ey. Dann kann man die abschalten. Hätte ich schon viel früher machen können. Ich habe die Hoffnung gehabt, die Leute, die ich gerettet habe und nach Hause begleitet habe, dass dann mein Shuttle wieder nach Hause kommt. Aber anscheinend Shuttle ist weg. Das, wenn ich gewusst hätte. Hätte ich die nicht mit dem Shuttle wegfliegen lassen. Frechheit. So, wie sieht es denn aus jetzt stromtechnisch? Moment. 250, ja, wir brauchen 258 Strom. Aktuell. Also, wir haben genug. So, hier sieht es aus. Das ist Treibstoff, müssen wir lassen. Nahrung 1500, 1700, okay, müssen wir lassen. Haben aber keine Steine, das ist auch bei 100. Können wir, hier haben wir 70 zu 175, da können wir ein Lager reduzieren. Welches ist das dann? Dieses Lager. Dann reduzieren wir mal dieses Lager vorläufig. Braucht Strom. Dann hätten wir die Werkstatt, ja. Die macht 5 Torpedos, kosten 20 Mark Steine. 81195 sagt, deine Abfallanlage verbraucht viel Strom. Abfallanlage. Upsi. Die verbraucht, was verbraucht sie denn? 14 Strom. Und die macht alle 9 Runden 60 auf Treibstoff. Alle 9 Runden, nicht pro Runde. Ja, wenn sie alle 9 Runden macht, das ist also, nee, das machen wir nicht. Genau, da könnte man die mal einsparen und abschalten. Vorläufig. Ja. Hat natürlich auch wieder einen Nachteil, die Abfallaufbereitung, dass dann die in Quests nicht verfügbar ist. Ne? So, Phaser 1 und dann Phaser 2, die können wir nicht abschalten, die sind schon wichtig, finde ich. Dann haben wir hier Crewquartiere, ja, das gibt Moral. Wie sieht es aus mit Mannequins? Die Crew hat 20 sowieso ohne Quartiere. Ich habe eh zu viele Leute, wenn ich ehrlich bin. Und verletzt sind auch noch sehr viele. Die müssen alle erst noch geheilt werden. So, dann haben wir das Ingenieurbüro. Das Ingenieurbüro macht Hüllenreparatur. Die ist so gut wie fertig, kann man sagen. Jo, die ist so gut wie fertig. Da könnte man hier mal das schon mal wieder deaktivieren, das Arbeitsteam. Und braucht Strom. 5 ist jetzt nicht die Welt. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Im Großen und Ganzen so. Die Batterien sind bei 677. Was haben wir denn? 180, so viel? Immer noch so viel ist Zappalot. Notquartier, Wissenschaftslabor 1, Messe, Essen. Was verteilen wir denn? Premium Replikator. Oh, können wir noch machen, weil... Was haben wir denn crewmäßig? Ach, sind wir schon bei -2? Sehr interessant. Wieso denn eigentlich? 2 Notquartiere. 20 Crewmitglieder ohne Quartiere. 12 schwerkrank, 23 verletzt. Ja, das kostet noch viel. Und Heimweh. Ey, das Heimweh nervt langsam, ne? So, dann haben wir hier Happa Happa. Upsi, Quatsch. Braucht Strom an 12. Ist auch viel. Mann, oh Mann. Wissenschaftslabor. Müssen wir vielleicht mal... Das ändert ja nichts am Wissenschaftslabor, ne? Wir haben 263 Wissenschaftler. Da könnte man mal das eine oder andere Wissenschaftslabor mal pausieren. 9.
Crewquartier, Dings. Mit dem auch hier Aero-Shuttle-Rampe, die brauchen wir auch nicht, würde ich sagen. Die dann mal auch pausieren. Ist auch 8 Strom. Bringt auch nichts. Was ist nicht hier? Die Stellarkartografie. Ja, Moment, apropos Kartografie, wir müssen mal erstmal hier schnell scannen, dann kann man die auch abschalten. Einmal Kartografie im ersten Sektor scannen. Oder Quatsch, im ersten Sektor. Im 5. Sektor sind wir und das ist das erste. Jetzt habe ich nur gescannt und nicht geguckt, was das ist. Deuterium, Tritanium, Upsi, Uranium. Leute, ja, noch mehr Besatzung, nein, danke. Keine Ressourcen, so, Deuterium, Treibstoff, Tritanium, Deuterium, viel Treibstoff, Upsi, dahin, geh halt hin. Fallende Station, wir haben ja nur im Orbit an. Will jetzt schnell einen Kollisionskurs. Ja, können wir mehrere Lebenszeichen feststellen. Lebenszeichen, das heißt auch schon wieder Leute. Vielleicht gibt es mal hier einen Offizier oder so, der da auf der Station ist. Automatische Reparaturstation, yo. Nice. Machen wir auch nicht. Okay, also hier gibt es jetzt nichts Besonderes. So, Loyalitäten. Erwerbe Veterium von Laxet, um den Warpkern zu reparieren. Also, erwerbe von Laxet. Ja, wo ist denn der? Der Laxet. Ist der bei den Blauen dann oder was? Na gut, werden wir gleich sehen. Also erstmal nochmal hier das Schiff checken. Wir haben 180, 217 immer noch zu viel Strom. Ich würde sagen, wir könnten auch ein zweites Wissenschaftslabor noch pausieren. Weil das braucht ja schließlich 9. Ja, machen wir ein zweites. Ein Wissenschaftslabor reicht aus. Die Krankenstationen, die müssen wir natürlich schon, weil so viele Verletzte noch da sind, noch eine gewisse Zeit laufen lassen. Mann, Mann, Mann. Wer ist denn am effektivsten? Wie sieht's denn aus hier mit den Helden? Die Danara Pell. Die war, glaube ich, doktortechnisch eigentlich am besten drauf. Ja, ja. Die ist genauso gut wie die Kess. Kann man sagen. Upsi, bleibst du gefälligst drin? Dr. Danara Pell. Ingenieurbüro. Brauchen wir gerade nichts. Werkstatt. Da laufen die Torpedos. Könnte man nicht schaden, mal welche zu bauen? Könnte man mal einen Satz bauen. Eigentlich könnte man die Werkstatt pausieren, hypothetisch, ne? 44%, oh 49% hydroponisch, 18, 43, 47, Werkstatt, okay. Oh, dass die immer verschwinden, wenn man aus dem Level rausgeht. So. Halt. Oh, ich verstehe es nicht. So, also pass auf, was wollte ich gucken? Werkstatt wollte ich was gucken. In der Werkstatt wollte ich was gucken. Und zwar, genau, die braucht 4 Strom. Und hat 3 Leute. Und baut jetzt Torpedos. Helden habe ich geguckt. Ausschalten. Aha, aufmotzen ist nicht mehr. Okay. Level 2. Reduziert die Herstellungszeit um 100%, schaltet die Fähigkeit Photonentorpedos herzustellen. Ja, genau. Gut. Was haben wir denn noch? Frachtraum. Der ist fürs Dings, das ist voll. Wenn wir es verbrauchen, können wir es reduzieren. Das ist der zweite für Deuterium da oben. Ja. Kann man auch. Wenn es weg ist, kann man es reduzieren. Da haben wir 8. Upsi, 8 haben wir schon. Super Lord. Bauen ja ganz schön. Dann heißt im Moment, könnte man sagen, Biolabor momentan pausieren. Wäre auch eine Möglichkeit. Wo ist es denn? Da. Könnte man. Wie viel Strom braucht man denn? 11. Oh ja. Wäre noch eine Möglichkeit. Ein Biolabor noch zu pausieren. Ja, und das wäre auch, glaube ich, das werden wir auch tun. So. Ingenieurbüro. Könnte man hypothetisch, wenn es jetzt nicht arbeitet, wir bauen nichts, wir reparieren nichts, wir tun nichts,
Das können wir eh nicht aufmachen, weil uns das Material fehlt. Also können wir kurzzeitig das Ingenieurbüro auch deaktivieren. Da sind wir schon stromsparend unterwegs. Ja, und hier könnte man eine Ebene abschalten. Moment, wenn wir das von A nach da verlagern und sozusagen das so machen. Oh, jetzt haben wir aber auch Scheiße gebaut, oder? Ne, wir haben ja Material verbraucht. Das war ja so, glaube ich. Ja. Oder habe ich es jetzt gekillt? Nö, ne? Nö, dann ist das jetzt aktuell mal kurzzeitig abschalten. Kann man sagen. Genau. Auch nochmal. Jawohl, jetzt haben wir plus noch minus 11. Ja, weil das war ja online. Machen 194 und jetzt schalten wir ab. Genau. Transporterraum. Genau. Treff. Torpedoabschussrampe. Jo. So, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht, was so Minimum möglich ist. Alles andere ist ja fast elementar. Könnte vielleicht die eine oder andere Batterieeinheit, oder eine Batterieeinheit hat nur ein Strom. Das ist irgendwie schon, ja, nee. Das können wir lassen. Maschinenraum, okay. Kraftraum, Werkstatt. Die Werkstatt wäre noch so ein Ding. Muss ich unbedingt jetzt die Torpedos bauen? Also wenn ich die jetzt abschalte. Ja, was? Die braucht bloß 4 Strom, okay. Was hat die für ein Level? Die hat schon Level 2, okay. Können wir die auch abschalten? Ah, die Kartografie. Wir sind ja fertig mit dem Scannen. Abschalten. So, jetzt haben wir bloß noch minus 4. Haben wir doch jetzt das Max gemacht. In diesem System. Da ist ja noch ein Planet. Ach komm. Moment. Da haben wir einen übersehen. Den da. Nochmal Deuterium. Genau. Ein Handelsaußenpostensektor. Das ist eine super Nachricht. Jo. Da könnten wir mal. Wo sind wir? Wir sind da hinten. Weit weg. Ja. Okay. Also dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Schauen wir mal den Sektor an, wie der so ausschaut. Ach, da ist das. Erwerbe Verterium Cortenix, also müssten wir gleich dahin fliegen, bevor wir uns da aufhalten, großartig. Um das sofort zu tun. Talaxanischer Dings, erwerben. Ohne groß hier rumzublödeln. In diesem System. Das wäre eine blaue Quest, ne? Die einzige, die ich vielleicht zwischen mitnehmen wollen würde. Ja, dann läuft die wenigstens schon. Das machen wir auch. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Jetzt habe ich alles abgeschalten, ne? Das kostet doch jetzt keinen Strom, weil wir nicht fliegen. Also wenn wir jetzt alles einschalten. Wissenschaftslabor haben wir 1, was brauchen wir keine 3. Bierlabor ist aber was. Das ist was und das ist was. Und das ist was. Die Rampe bringt nichts und das andere bringt auch nichts. Genau. Wenn wir Material bekommen sollten, brauchen wir auch hier Lagerraum. Einschalten. Der ist für das. Und der ist für das. Und die beiden da oben sind beide für Treibstoff. Ja. Dann haben wir jetzt mal kurz alles aktiviert. Holodeck. Können wir auch aktivieren. Vielleicht hat es ja auch irgendeinen Effekt, wer weiß das schon. Ein Wissenschaftslabor brauchen wir nicht. Ja. Also gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal da rein. Upsala. Fortsetzen. Wir haben den Ursprung des Notsignals erreicht. Die Sensoren registrieren 100 Lebenszeichen an der Oberfläche. Uiuiui. Wir werden gerufen, Captain. Wir benutzen eine offizielle Föderationsfrequenz.
Vielleicht hat der sogar noch mehr Leute verschleppt. Oder Sternflotte hat uns gefunden. Nee, sein Optimismus unterstützen. Der Optimismus zügeln. Überstützen wir nicht. Der Delta verzeiht keine Fehler auf dem Schirm. -10 Moral, na super. Ich bin Captain Janeway vom Föderation Traumschiff Voyager. Mit wem spreche ich? Riley Fraser. Seien Sie gerüstet, Captain. Ich bin überrascht, dass unsere Scanner ein Föderationsschiff erfasst haben. Nicht, dass ich mich darüber nicht freuen würde. Mit wem spreche? Verzeihen Sie, Captain. Meine Aufregung hat mich einfach übermannt. Mein Name ist Riley Fraser. Vor einigen Jahren arbeitete ich als Wissenschaftsoffizierin auf einem Schiff im bolianischen Sektor. Wir wurden ohne Vorwarnung von fremden Wesen angegriffen. Diejenigen von uns, die überlebten, wurden in eine Art Stasis versetzt. Als nächstes fanden wir uns hier auf diesem Planeten wieder. Wir scheinen ein ähnliches Los gezogen zu haben. Auch wir wurden gegen unseren Willen in den Delta-Quadranten gebracht. Mehr über Frasers Gruppe erfragen. Anbieter, einige von ihnen mitzunehmen. Dann sind wir ja noch mehr. Wir sind schon fast 160 Leute. Mehr über Frasers Gruppe erfragen. Aber die brauchen wir später auch irgendwann, wenn wir das ganze Zeug bauen, ne? Jetzt fragen wir erstmal noch. Wer ist noch mit Ihnen auf dem Planeten? Gibt es weitere Angehörige der Föderation? Außer mir noch 3 weitere Menschen. Dazu Klingonen, Cardassianer, Romulaner und Dutzende Spezies, die mir völlig unbekannt sind. Ja, aber da hätten wir ein paar Romulaner, vielleicht die Frasier. Ist die ein Menschar? Ich weiß gar nicht. Und was ist mit den Wesen, die sie hierher gebracht und ausgesetzt haben? Ich weiß, niemand. Wir teilen alle dasselbe Schicksal. Wir wurden vor unserer Heimatwelt entführt und hier uns selbst überlassen. Bin ich müde. Lecco mio. Was ist denn hier los? Duranium. Krankenstation Level 2, warum? Ach so, weil sie nicht Level 2 ist. Immer noch, ja. Okay. Allerdings verhalten sich die meisten Gruppen ja äußerst aggressiv und überfallen uns regelmäßig. Das ist schlecht. Können Sie uns mit Ressourcen aushelfen? Medizinische Unterstützung einrichten? Mitteilen, dass die Hilfe nicht möglich ist. Nö, medizinische Unterstützung einrichten. Krankenstation Level 2. Ja, schauen wir mal. Wir können zwar nicht viel entbehren, aber wir können Ihnen etwas von unserer medizinischen Ausrüstung zur Verfügung stellen. Zusammen mit der Expertise unserer medizinischen Crew. Danke, Captain, das wird uns helfen, noch ein wenig länger durchzuhalten. Moral plus 200, yes. Möchte nicht undankbar klingen, aber wird noch eine weitere Bitte. Unsere Scanner haben einen verlassenen, ach du Schande, Borg-Kubus entdeckt. Doch uns fehlen die Mittel, um dorthin zu gelangen. Verlassen, ja, das klingt noch verlassen. Wir können ganz leicht wieder aufwachen. Fragen, warum Sie mit Borg-Technologie vertraut sind. Fragen, von welcher Art Borg-Technologie sie spricht. Von was für einem Stück Technologie sprechen wir hier genau? Sollte es sich um Borg-Waffen handeln, werde ich Ihnen nicht helfen, Mrs. Fraser. Wir bitten nicht um Waffen, Captain. Wir suchen lediglich nach einem Weg, um den Gefahren dieses Planeten entgegenzutreten. Als Einheit entgegenzutreten. Was wir brauchen, nennt sich neuroelektrischer Generator. Wenn Sie bereit sind zu helfen, können wir Ihnen die Koordinaten des Kubus übermitteln. Moment. Wo ist der Screenshot? Oh, die Batterie ist bald alle. Wo war denn das? Neuer Screenshot. Das war der. Ist hier der neuroelektrische dabei? Nein, das ist keiner von den neuen Sachen. Okay. Kein neuer. So, was wir brauchen, zustimmen zu helfen. Selbstverständlich, vielleicht kriegen wir was ab. Vielleicht haben wir auch was davon. Übermitteln Sie uns die Koordinaten. Wir werden es uns ansehen und Ihnen die Technologie bringen, falls wir sie finden. Haben Sie Dank, Captain. Ihre Bemühungen werden zu Frieden und Harmonie auf unserem Planeten beitragen. Fliege zum Borg-Kubus. Ach du Schande.
Where is the Borg-Kubus? Maybe in einem anderen System. Also, hier wollten wir das machen. Und ansonsten können, wollen und brauchen wir hier nichts, weil die läuft noch 2 Runden. Und dann, Moment, in 2 Runden ist es fertig. Dann wäre als nächstes, Kampf werden wir brauchen, hat es mal geheißen. Aber die Krankenstation Level 2 wäre auch nicht schlecht. Ja. Gibt es hier irgendwas, was hier kostet? Was kostet denn der Spaß? Der kostet 10 hiervon und 50 davon. Genau, die haben wir nicht, die 50 davon. Könnten wir die uns aber jetzt holen irgendwo. Das heißt, wir könnten den Phaser-Kontrollraum mal auf 2 bringen. Oder Torpedo, Dreadnought KI, Hüllenverstärkung 2, jo, das wäre auch mal nicht schlecht. Aber das ist normal ohne extra Kohle. Energieschwelle für das Antriebssystem im Kampf um 1. Siegesfeier, Traktorstrahl. Level 2 erhöht die Belohnung nach einem gewonnenen Kampf um 30%. Das ist doch mal... Ah, kostet 50 Steine. Da haben wir es. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Belohnungen im Kampf. Ja. Ein Phaser Level 2 wäre aber auch gut. Dass mir mal, wenn jetzt was Starkes kommt. Was sagt denn das Schild? Warte mal, hier. Schildaufladerate. Schildaufladerate, ja. Hüllenverstärkung 2. Um 100, um 100, um 100. Ja, wäre mal vielleicht langsam nicht schlecht, das auch zu machen, ne? Kommt vielleicht jetzt bald Borgzeug. Sensorphalanx. Erhöht die gesamten Ressourcen von interessanten Orten um 8%. Ja, 8%. Jetzt nicht die Welt. XP gibt für Helden auf Außenmissionen, jo. Metaphasenschildraum. Okay, was haben wir denn hier? Gehst du weg? Hydroponischer Garten Level 3. Von 5 auf 100. Von 5 auf 120, alle 10 Zügel. Okay, ich habe den großen Garten. Das wäre da unten. Sensoren zur Bedrohungsanalyse. Für einen Hinterhalt sowohl innerhalb auch der eigenen, auch in anderen. Moment. Sowohl innerhalb des eigenen als auch in anderen Systemen. Ah, das ist ja schon mal nicht schlecht. Für die gesamten Ressourcen, interessanten Orten, jawohl. Transporterraum erhöht die Belohnungen bei Außenmissionen um 25%. Oh. XP gewinnen Helden. Metaphasenschildraum. Okay, also die Stufe 4 wäre schon nicht schlecht. Crew. Da haben wir einen Haufen Zeug hier unten. Habe ich die Aussichtslong schon? Ich habe eh keinen Strom, abgesehen davon. Moralbonus. Aber gibt es hier Crewquartiere Level 2? Ach, die habe ich schon hier. Crewquartiere. Für alle Quartiere ist ganz weit unten, okay. Crewkapazität. Moment. Quartierkapazität. Ach so, okay. Erweitere Holodeck. Programmbibliothek. Holodeck. Großer. Aha. Holodeck Energieeffizienz. Aussichtslounge Level 2. Ich habe ja nicht mal die 1er. Hohe Moralschwelle. Boni werden um weitere erhöht. Erhöht Moralbonus für Replikator-Adaptionen. Erhöht die Anzahl der verpflegten Gruppen für pro ein Deuterium um +1. Hä? Erhöht die Anzahl der verpflegten Crewmitglieder pro ein Deuterium um +1. Ein Deuterium verpflegt nun 4 Crewmitglieder. Okay. Also Essen wird günstiger.
Also weniger problematisch. Nahrungseffizient. Was ist denn da der Unterschied? Hä? Die Anzahl der verpflegten Crewmitglieder pro ein Deuterium um +1. Und das hier erhöht die Anzahl der Crewmitglieder, die pro ein Nahrung verpflegt werden, um +1. Eine Nahrung ernährt nun 4 Crewmitglieder. Das haben wir hier schon. Aha. Kosten 2 Nahrung. Sie erhöhen jedoch die Moral um +10. Sie erhöhen jedoch die Moral um plus. Achso, doppelte benutze ich nicht. Nahrungseffizienz wäre gut. Künstliche Mahlzeiten. Alle Essen erhöhen zusätzlich die Moral. Alle Essensrationen erhöhen zusätzlich die Moral um +3. Alle Essensrationen. Was heißt alle Essensrationen? Köstliche Mahlzeiten 2. Stärke Verbündeter Talaxianer. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Oh Mann, das ist wieder alles so. Man kann wieder alles brauchen. Das ist doch Oberscheibenkleister. Warpfeld. Der Reparaturrate Bussard-Kollektor erhöht die Menge in jedem gesammelten Deuterium von +4 auf +8. Kostet 80 Steine. Hupsi. Kann bis zu 7 Speicher. Was haben wir? Große Batterieeinheit. Speichert eine große Menge. Achso, das war die große Batterieeinheit. Okay. Kleine Batterieeinheit läuft gerade. Reduziert die Herstellungskosten. Ja. Für andere Bauverbesserung, Reparatur weiter 20%. Ja. Großer Frachtraum. Shuttle-Baukosten. Reduziert die Shuttle-Bauzeit. Shuttle-Slots 1 auf 2. Ich glaube, das müssen wir langsam bald mal machen. Handel gewonnene Ressourcen. Okay, ne, hier ist also jetzt nichts dabei, wo ich sage, yes, das brauchen wir. Bis auf da vorne. Reparaturzeiten. Werkstatteffizienz, große Batterie, nein, nein, nein. Das ist das einzige, die 2 fordern hier. Aber da haben wir schon Level 4. Was werden Level 5? Kostet das? Kostet 15 und 75 Steindal. Wäre also, wenn wir jetzt einmal was snacken, machbar. Und dann käme raus eventuell verbessert Umwandlung von 1 Deuterium in Energie. 1 Deuterium liefert jetzt 7 Energie. Oh, das wäre schon cool. Dann haben wir weniger Energieprobleme. Dann haben wir weniger Energieprobleme. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Die Menge pro Handel gewonnenen Ressourcen erhöht sich auf den. Aber ich glaube, das mit der Energie da unten. Wir haben ja ständig irgendwelche Energie- und sonst was Probleme. Das machen wir dann. Also zur Stufe wechseln. Das heißt, es kostet 160, kein Problem. 15 haben wir und 75 Steindal, 75 Tritanium. 75 Tritanium. Das dauert jetzt noch 2 Runden. 75 Tritanium. Wo gibt es 75 Tritanium? Oh, wo ist Tritanium? Da drüben. Genau, wir machen einen Zwischenabstecher. Das liegt auf dem Weg nach drüben. Würde ich sagen. Ja. Das ist 4 Zyklen. Das ist auch 4 Zyklen. Das ist beides das gleiche. Wir könnten aber sagen, wenn wir hier. Da ist auch Treibstoff. Okay, da holen wir uns mal einmal Titanium. Level 2. Sind wir fertig. So, jetzt haben wir es noch nicht. Haben wir noch nicht. Weil wir 75 Tritanium noch nicht haben. Haben wir noch nicht. Wie sieht es denn aus? Jetzt habe ich doch glatt vergessen, den Strom wieder abzuschalten. Von den Dingern, die ich nicht brauche. Wie zum Beispiel das hier und theoretisch das hier.
Ja. Die Werkstatt baut Torpedos noch. Dann haben wir gesagt, das ist aus. Das ist schon aus. Das ist auch Aufbereitungsanlage, die schalten wir auch aus. Doktor bleibt online. Das Ingenieurbüro schalten wir auch ab. Das Biolabor sparen wir auch, würde ich sagen, momentan. Genau, Strom gespart wird ein bisschen. Okay, dann System weiterfliegen. So, wir könnten jetzt hier was snacken. Schicke ein Shuttle haben wir nicht. Beame blind an Bord, um das zu holen. Das kann ich nicht machen. Warum? Weil Ingenieurbüro aus ist. Also müssen wir ganz kurz nochmal Ingenieurbüro einschalten. Effektivität gibt es nicht, weil keine Leute da sind. System. Wo sind wir denn? Da oben. Das ist doch ein Schiff. Genau, hätten wir das mit einem roten Risiko natürlich wohlgemerkt, ne? Schick ein Shuttle, wir haben kein Shuttle. Dann beamen wir jetzt mal blind ein Team an Bord. Wow. Ihr wollt mich, ey, dieses Spiel, ne? 5 Crew, nochmal schwer Verletzte. Oh, ihr wollt mir doch veräppeln, ey. Ingenieurbüro wieder aus. Ich brauche doch die verblödeten 85, das ist doch absolute Scheiße hier, echt, ey. Du kriegst das Zeug nicht, was du brauchst. So, 21 Züge, dann schauen wir mal dahin. Ja, ich würde sagen. Was sagt denn die Handelsstation? Das wäre natürlich auch so ein Ding. 5 Torpedos hergestellt, okay. Moment. Was gäbe es denn hier überhaupt? 800 Nahrung brauchen wir nicht. Duranium brauchen wir auch. Tausche für Duranium Tritanium. 50 Duranium für Tritanium 50. Dann hätte ich, ja. Das könnte man machen. Tausche Deuterium 900 für Duranium. Uranium, Tritanium, das ist genau das, was wir brauchen. Das brauchen wir. Perfekt. Dann war es das. Dann fliegen wir weiter. Wir haben nämlich noch nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich, wie viel war es? 75, sage ich doch. Das reicht nicht. Also, nächster Flight. So, aber jetzt. Zack, gelb 75, 100. 100. Wissenschaftslabor Level 2. 100 Max. Mit ein bisschen gelb. Okay, da gibt es also nicht 100, sondern 50. Hier gibt es garantiert plus 40. Hier könnte es mehr geben mit Orange und hier auch. Was ist das? Ingenieurbüro. Was macht Ingenieurbüro? Moment. Schon wieder Ingenieurbüro. Aktivieren. Auch mal schauen. Schauen wir mal. Also Ingenieurbüro Level 2. Gibt 100 und gibt auch 100. Hier ist der grüne Balken länger. Dafür gibt es den roten. Hier gibt es keinen roten. Wissenschaftslabor. Was ist das? Ressourcen abzubauen. Die Station zu aktivieren. Gibt es 100 auf jeden Fall beim Grünen. Wenn es 100 gibt, kann ich die gar nicht lagern. Moment. Das bedeutet, kurzzeitig einschalten, kurz reinschauen. Genau. Jetzt sollte das lagerfähig sein. Schweiselda sagt guten Morgen zusammen. Sollte das lagerfähig sein. Gehen wir aufs Schiff. Halli, hallo, guten Tag, grüß dich, Schweizerler.
Aber du hast ja mal einen Tipp geschrieben letztens, ich kann mich erinnern. So, jetzt warte mal. Schweisel da sagt, Sektor 5 ist der Horror wegen der Warp-Kernlimitierung. Ja. So, also, dann haben wir hier einen Frachtraum. Da sehen wir jetzt ja schon Dings. Dann können wir hier mal umstellen auf das da. So. Mark 81195 sagt, deine hydroponische Station kannst du ausmachen, denn Nahrung ist voll. Da hast du recht, das habe ich gar nicht gesehen. Wieso ist die Nahrung voll? Ach so, weil ich ja noch nicht auf Dings, bin noch nicht auf Essensrationen umgestiegen. Ich habe ja noch auf Premium noch gehabt. Nichtsdestotrotz kann ich sie trotzdem ausschalten. Die braucht ja hier wie viel? 12 Strom. Genau. So, System, jetzt sind wir da. Wir haben jetzt da oben 225 Lagerkapazitätsmöglichkeit. Dann werden wir das jetzt hier mal probieren. Also, 100 Max. Mark 81195 Rot. sagt, hi Schweisel da. Genau. Schweisel da sagt, die Werkstatt schalte ich immer aus, außer ich brauche sie für einen Missionsatem. Ja. Ich schalte die eigentlich auch aus. Aber jetzt hier, wo ich sage, da ist gerade Mission, da kann man vielleicht die eine oder andere einschalten. Sonst schalte ich es jetzt wieder aus dann danach, wenn ich es nicht vergesse. So, was machen wir denn? Hier ist was Rotes. Da kann wieder was passieren, dass ich wieder Verletzte bekomme, wo ich eh schon habe. Dafür ist der grüne Balken schön groß. Hier ist viel Gelb, nichts sonst gefährliches Rotes. Komm, ja, da kann aber wieder 0 rauskommen, ne? Genau, es kann 0 rauskommen bei Rot. Dann habe ich nichts und ich schaff's nicht. Und ich brauche unbedingt noch 6 Tritanium. Ne, dann müssen wir das da unten machen. Wir brauchen mindestens 6. Dann machen wir das. So, jetzt haben wir alle bekommen. Hätte ich es anders gemacht, wäre es wahrscheinlich rot gewesen. Super, also schon mal gut gelaufen. Jetzt kann ich endlich hier genau das machen. Das war eigentlich jetzt der Plan. Dass ich Stufe 5 mache, kostet nämlich 75 Tritanium. Do it. Um dann danach die Warp-Kern-Effizienz zu machen. Genau die brauche ich in dem Sektor. Verbesserte Umwandlung von Deuterium in Energie. Ein Deuterium liefert jetzt 7 Energie. Das also ist soweit in wie lang? Wo steht's? Der Spaß dauert jetzt hier 18 Runden. Und wenn das fertig ist, dauert es nochmal 18 Runden und dann habe ich 160. Ja, bis dahin habe ich die. Und dann habe ich also 18 in 36 Runden habe ich die Warp-Kern-Effizienz. Okay? Gut. So, bevor wir jetzt weiterreisen, schauen wir Schiff an und schalten den Käse ab, den wir nicht brauchen. So, Zeug ist verbraucht. Dann kann man hier wieder schauen. Wir haben hier, das stellen wir wieder um auf das da. Wir haben ja noch schließlich 94 Steindal. Das können wir. Was haben wir hier? 100 ist ja Ding, können wir abschalten. Das hier. Ja, das hier. Können wir theoretisch eigentlich auch abschalten. Da oben sieht es aus, da sind wir bei 1700 und da sind wir auch bei 1700. Genau. Das wäre der da. Und das hier ist der zweite, der ist fürs Essen. Warum? Das da hinten ist doch fürs Essen. Ach, da sind wir bei 2500, deswegen. Da könnte man einen abschalten. Vorläufig. Dann sind wir genau ready. Voll. Ne? Genau, wir produzieren kein Essen. Dann passt das. Wir essen. Wir verbrauchen das Essen hier. Die Moral ist auf was? Auf -6. Das ist scheiße. Warum?
Sind immer noch so viel krank und 20 Crewmitglieder ohne Quartiere. Das ist blöd, wir haben zu viel Personal. Wir haben zu viel Personal. Was braucht denn so ein Crewquartier an Saft? 5. Bauen können wir eh keins. Würde kosten 50 Steindal. 50 Stein. Schweisel da sagt, du wirst wohl nicht genug Wissenschaftspunkte haben, um danach Warp-Kerneffizienz 2 zu forschen. Meinst du? Das dauert jetzt, warte mal. Ich habe gesagt 6. Wo ist es denn? 18 Runden. Also 18 mal... Was habe ich denn? Ich brauche ja, wie viel? 160, oder? 160 brauche ich, 130 habe ich. Also brauche ich 30, 29. 29, ja doch. 16 Runden mal 2 sind 16, 32. Passt, habe ich. Dann habe ich über 160. Also kann ich erforschen. Würde ich, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, sollte das Schweisel klappen. da sagt, du hast die andere Forschung schon in Arbeit, dann hast du 36 dazu, dann reicht's. Genau. Sollte Schweisel reichen. da sagt, oder 32, reicht auch. So ist es. Genau, Schweißel da. So ist es. So sehe ich das auch. Sollte also klappen. So, was war jetzt hier im System? Genau, hier wollten wir nichts mehr. Also abschalten, was wir nicht brauchen. Wir brauchen kein Ingenieurbüro. Wir brauchen keine Werkstatt. Wir brauchen, was haben wir da? Crewquartier, jawohl. Krankenstation, die beiden müssen noch laufen, die Leute sind alle krank. Wissenschaftslabor 1 muss laufen, die anderen beiden sind deaktiviert. Die beiden sind deaktiviert, weil sonst gibt es zwar mehr, aber es ist jetzt momentan Stromsparen angesagt. Crew, Lager, Phaserraum, Schildraum, Essensraum. Okay, das ist alles Grundausstattung. Wir müssen hier die zweite Krankenstation leer kriegen, um die und den Strom noch einsparen zu können. 7. Es wäre nochmal 7. Das wäre gut. Ah. Wie sieht's denn aus? Wir laden schon wieder auf. Das ist schon mal wieder gut. Und wenn wir aufladen, dann können wir doch gleich wieder ein bisschen reduzieren nochmal. Brauchen wir noch weniger Strom. Genau. Und gucken mal. Halt, vorher schauen, wie gut ist das, was steht denn da unten? Okay, wie gut ist das Schiff beieinander? 134, wegen reduzierter Energie. Okay, auch nicht gut. Dann lassen wir es lieber auf 2. Schauen wir es uns noch mal kurz an. 141, okay, alles klar. Nicht was, das hier was kommt, ist ja schließlich Bedrohung Stufe 2, ne? Okay, also hier sind wir ready. Let's go, Sektor in das System, wo wir hin sollen. Fliege zum Borg-Kubus. Ach, der ist dann da hinten, okay. Also dahin direkt fliegen? Nee, wir fliegen mal... Ja, doch. Vielleicht können wir einteils irgendwas snacken. Was ist denn das hier? Einen netten Fight. Was ist denn das hier? Talaxanischer Baxelfrachter. Was könnte es denn da geben? Gute Frage. Und hier? Schiffsfracht. Mark 81195 sagt, brauchst du jetzt 2 Schildgeneratoren? Brauche ich jetzt 2 Schildgeneratoren? Naja, wenn ich... Brauche ich theoretisch nicht, aber praktisch, wenn ich fliege, Defense wins the game, ist so meine Strategie. Wenn ich fliege und ich werde angegriffen, will ich schon gerne ein gutes Schild haben. Da würde ich schon sagen, dass ich das sicherheitshalber brauche. Also ich fliege jetzt dahin. Das sind 8 Zyklen. Oder wie ist das? Ja, 8 Zyklen ist alles das gleiche. Alles 8 Zyklen. Da würde ich mal sagen, ich fliege zu dem da. Oder ich fliege gleich zu dem Quest. Nee, ich fliege erstmal dahin. So, was ist er? Mehr Schadensberichte. Jemand macht das mit Absicht. Batterieeinheit wurde beschädigt. What? Noch mehr? Ernsthaft?
Ach, Batterieeinheiten. Jetzt habe ich es verstanden, ihr Schweinebacken. Zum Glück. Was wird noch beschädigt? Ist da irgendwas anderes Wichtiges defekt? Nein, sieht gut aus. Wir haben einen Saboteur. Nilix, du musst den bei Zeiten finden. Batterieeinheit reparieren. 2 Zyklen. Und jetzt das Material alle. Okay. Wir laden wieder auf, die Batterieeinheiten. Ne? Sieht gut aus, 100%. Die ist nicht ganz voll. Nicht ganz voll, da kann man noch reinballern. Achso, da oben steht es ja. Warum gucke ich denn nach, wenn ich es auch lesen könnte? 600 hätten wir Kapazität. Wir laden gerade ein bisschen auf. Das ist gut. Also gut, alles okay, alles nichts kaputt. Den Frachtraum habe ich abgeschaltet. Das war Absicht, Crewquartiere, alles Paletti. Gut, System, wir fliegen weiter. Batterieeinheit, Lebenserhaltung aktiv. Jawohl, ist repariert. Auf geht's. Wir speisen 10 Energie ein. Sehr gut. Super sparsam. Sind wir unterwegs. Was schon wieder? COM-Anfrage. Bevor wir die COM-Anfrage annehmen, tun wir erstmal die Bude hier scannen. Ich will wissen, was hier Sache ist. Online. Wir antworten gleich, immer mit der Ruhe. Erstmal abchecken hier. Achso, ich habe vergessen zu gucken. Notsignal, Rettungskabel. Wir haben Not von einem Rettungskabel mit mehreren Lebenszeichen empfangen. Okay. Hier gibt es Dilithium, ist ja schon mal sehr gut. Duranium und Dilithium, auch fein, sehr fein, sehr fein. Nahrung, Duranium. Duranium. Deuterium. Reparaturstation. Tritanium. Uranium. Deuterium. Viel Treibstoff gibt es hier. Uranium. Okay, dann war's das, ne? Haben wir hier noch was? Warum gibt es hier immer so leere Planeten? Da ist nichts. Macht es ja Sinn, da hinzufliegen? Obwohl da nichts ist? Habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja hier noch nicht, also könnte auf dem Planeten was sein, ne? Keine Ahnung. So, was bräuchten wir denn? Hier, Dilithium und hier gibt es ein Doppelmoppel. Dilithium plus Uranium, beides. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, aber ein COM-Signal. Was wollen denn die? Die Asteroiden COM-Anfrage annehmen. Na, schauen wir mal. Captain, wir werden auf allen Notfrequenzen gerufen. Ich schalte sie jetzt auf den Bildschirm. Hier spricht der Botschafter der NESU. Unsere Kolonie wird durch massive Asteroidenschauer bedroht. Wir benötigen sofort die Unterstützung. Oh Mann, jetzt wollen alle Hilfe, wo ich auf Notstrom unterwegs bin. Ihnen helfen, Hilfe weigern. Oh Mann. Nebenquest. Brauchen wir immer, müssen wir machen. Wir sind so schnell wie möglich. Genau, wie möglich. Kommen Sie schnell, die Zeit läuft uns davon. Scheiße. Läuft Ihnen die Zeit davon? Wenn die aber was brauchen, was ich nicht hab, dann stehe ich auch dumm da, ne? Boah. Mark 81195 sagt, da gibt's nichts bei den Planeten, wo nichts angezeigt wird. Ah, gibt's wirklich nichts, okay. Was wollte ich denn eigentlich? So schnell wie möglich. Ich habe schon das Wurmloch verpennt, also fliege ich tatsächlich jetzt so schnell wie möglich mal hin. Befehle fortsetzen, später zurückkehren. Ja, weil jetzt könnte ich ja irgendwas brauchen wieder. Also muss ich jetzt kurzzeitig den ganzen Scheiß einschalten. Wir könnten brauchen das Ingenieurbüro. Wir könnten brauchen das da. Wir könnten brauchen das Biolabor. Das Holo brauchen wir nicht. Wir könnten den hydroponischen Garten brauchen. Wir könnten ein Wissenschaftslabor. Haben wir ja an. Brauchen. Wir könnten brauchen die Werkstatt. Shuttle. Mark 81195 sagt, das kleine Wurmloch, das sich geschlossen hat, das habe ich auch verpeilt. Ja, da habe ich habe das Spiel noch nicht gewusst, du sagst es, bin dann rum, das Wurmloch da, ach, da komme ich schon noch hin. Erstmal ein bisschen abgrasen, Material snacken war so meine Devise und das Wurmloch hole ich mir dann gleich noch. Und schwupp war es weg, das Wurmloch.
Das war ärgerlich. Das war sehr ärgerlich. So, was haben wir hier noch? Holodeck? Nee, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Wissenschaftslabor haben wir schon. Brauchen wir auch nicht. Ein zweites bringt ja nichts. Ja, dann haben wir jetzt alle Decks, die wichtig wären, eingeschaltet. Ja, eine Shuttle-Rampe bringt ja nichts, wenn nichts drin ist, oder? Gehe ich mal davon aus, ja. Dann sollten wir alles haben. Falls wir Material bekommen, können wir nicht lagern. Also schalten wir mal kurz. Mark 81195 sagt, bei der Nebenmission Die Au, Mann. Asteroiden hast du auch nur 13 Zyklen Zeit. So. Was? Habe ich auch nur 13 Zyklen Zeit? Kennst du also schon? Oh Mann, das ist ja echt. Man wird ja hier jetzt gestresst hier. Ich will doch hier das Material snacken und dann weiter gucken. Mann. Main-Mission ist hier. Erwerbe. Das ist ja auch den Kern reparieren wichtig. Also fliegen wir dahin, dann machen wir das, dann machen wir das. Mark 81195 sagt, steht doch oben links. Ja, ja. Ach, steht da. Ja, ich gucke da immer nie so richtig hin. Captain, die Lage auf dem Planeten der Nesu. Es ist weitaus schlimmer, als wir befürchtet haben. Verzweifelte Rettung. Die Voyager trifft gerade noch rechtzeitig an, um Zeug eines katastrophalen Meteorschauers zu werden. Trümmer pflügen eine feurige Schneise der Vernichtung in die Oberfläche. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, hab wahrscheinlich kein Material. Schilde stabil, die Trümmer stellen momentan keine Gefahr für uns dar. Gut. Captain. Ein gewaltiger Asteroid steuert direkt auf die Kolonie zu. Ah, mir fehlt ein Waffensystem. Die Pralo-Waffentechnologie, die kann ich doch entwickeln, bilde ich mir ein. Captain, der Einschlag mit dem Voyager abfangen macht 80%. Dann haben wir hier 65%, hier haben wir auch 65%. Wir hätten hier 100% Pralo-Waffentechnologie, Lecco mio. Da muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Die habe ich jetzt schon mehrfach gebraucht, diese Pralo-Waffentechnologie. Kurz einen Notizzettel machen hier. Einmal für die nächste Entwicklung irgendwann. Pralo Waffentechnologie. Ein Stern. So. Mal im Hinterkopf behalten. Mark 81195 sagt, die Technologie habe ich auch nicht. 30, 60, 65, 30, 60 Asteroiden zurück ins Einschlag. Den Einschlag mit der Voyager ist die höchste Chance mit 80%. Was bedeutet das aber? Halten die Schilde, geht die Hülle kaputt oder was? Jesai Cool sagt, guten Abend Barclay Gaming, Mogan Live und Community. Das ist echt. Traktorstrahl Level 1, das ist auch, weil der Level so niedrig ist wahrscheinlich die Chance so niedrig, genau. Also Voyager ist Level 2, Schildgeneratoren, let's go, 80%. Hallo Jesai, grüß dich, guten Abend, danke Mark fürs Reinschauen. 81195 sagt Hi. Bringen Sie uns die Flugbahn der Asteroiden, wir werden die Treffer einstecken, yo. Alle Mann auf Aufprall vorbereiten. Urk, jetzt habe ich den Textneck gelesen. War das jetzt erfolgreich? Oder nicht? Scheibenkleister. Ich muss meinen eigenen Stream kurz gucken. Da war doch irgendeine Meldung. Was steht da? Erfolg, okay. Erfolg ist kurz aufgeploppt. Sehr gut, sehr gut. Hab schon wieder Schiss gehabt. Fortsetzen. Jesai Cool sagt, Like ist am Start. Danke dir. Mark 81195 sagt, war erfolgreich. Ja, danke schön für die Info. Dass er erfolgreich war, jawohl. Der Asteroid bricht auseinander, doch die meisten Trümmer sind immer noch auf kollisionskosmischen Planeten. Die phasern wir jetzt weg. Er hätte vollständig vaporisiert werden müssen. Was ist passiert? Schande. Schwer zu sagen, Captain, aber laut Sensoren sind die Überreste kaum einen Zentimeter groß. Weitere Asteroiden näher. Wir benötigen eine effizientere Methode, um die Kolonie zu verteidigen. Captain, wir werden von der Oberfläche gerufen. Raumschiff. Doktor, die Trümmer, Asteroiden, Beweise, Treffen. Wo war er? Das war seltsam. Oh, ein weiterer Ruf kommt rein. Endlich sind Sie hier, Captain. Ohne Ihre Hilfe hätte dieser Asteroid verheerende Schäden angerichtet. Ich danke Ihnen. Natürlich, Botschafter. Wir erhielten gerade einen seltsamen Ruf von der Oberfläche.
Das muss zweifelsohne Dr. Watson gewesen sein. Sein Labor wurde bei dem Bombardement getroffen. Bitte helfen Sie ihm. Er ist der Einzige, der unseren Planeten retten könnte. Ich entsende ein Außenteam. Wir werden den Doktor finden, Botschafter. Verlassen Sie sich drauf. Außenteam. Okay, Außenteam. Let's go, Außenteam. Was haben wir denn alles hier? Oh, wir haben 5 Dinge zu beantworten. Diesmal. Und was? Pilot, Talaxianer? Scheibenkleist. Der Talaxianer ist im Schiff unterwegs. Aber der Pilot ist ja wenigstens da. Und der ist aber relativ schwach. Aber immerhin. So, Talaxianer haben wir leider nicht. Das ist ja dämlich. Bringt schon mal kein Boni. Also, wir brauchen hier Waffenzeugs. Waffenzeugs, Level 5 Vulkan, ja. Haben wir noch einen mit Waffen unterwegs? Level 6 Chakotay. Hätte auch als Boni Dings. Dann machen wir erstmal den. Der hätte auch die Fläschchen dabei. Der hätte Fläschchen dabei. Fläschchen und als letztes nochmal Chakotay, weil der hat Verhandlungsgeschick und Waffen. So, wäre also im ersten Step hier der Tom Paris unterwegs und könnte Tuvok auch machen. Dann im zweiten Waffe und nochmal, also Waffe wäre dann Tuvok oder Chakotay. Dann im dritten Waffe auch wieder Tuvok oder Chakotay. Im vierten wären wir wieder mit... Oh, der Paris ist aber schlecht mit seinem Werkzeug. Fläschchen ist dann auch scheiße. Okay, die letzten zwei ist Ah gut, es wären... Also Chakotay muss unbedingt in die vorletzte Runde hin. Und in der letzten Runde hätte ich Fläschchen und Werkzeug. Fläschchen wäre Tuvok und Werkzeug wäre Paris. Ist aber nicht gut. Egal, wir probieren's. Wir verlieren die Kontrolle. Also, warte mal. Ja, da ist jetzt erstmal nicht Chakotay brauchen. Okay, wie sieht es jetzt technisch aus? 40, 45, das ist eine geringe Chance des Fehlschlages. Dann haben wir hier Risiko, können alle 3. In der zweiten Runde Waffe und A, Waffe und A. Das heißt, es wäre Waffe und A, das wäre... Chakotay, habe ich gesagt, braucht Runde 4. Das heißt, 3 wäre Tuvok. Dann wäre Chakotay Runde 2 nochmal. Das heißt, dann könnte Tuvok jetzt hier was tun. Der Paris kann natürlich alles hier. Captain, wir haben den Shuttle Defense aus, wir verlieren massiv, wir stürzen ab. Da gibt es zwar keine Wissenschaftspunkte, aber was passiert denn, wenn das rot ist? Risiko ist zu hoch. Das Risiko ist zu hoch. Wir machen das. Das Team bereitet sich so gut es geht auf die Bruchlandung vor. Das Shuttle erleidet einen Totalschaden, die Crew schlägt zum Trümmer völlig unversehrt, macht sie auf den Weg zum Wattems Labor. Okay. Captain Dr. Wattems Labor ist eingestürzt. Er muss unter den Trümmern begraben sein. Wir müssen einen Weg finden, ihn herauszuholen. So, da haben wir hier Steindal. Turanium und Tritanium. So, das wäre Overpower. So. Chakotay brauche ich unbedingt in 4, haben wir gesagt. Ne, warte mal. Flashley und Werkzeug, letzte Runde. Flashley, Werkzeug. Das wäre Tom Paris und Tuvok. Das heißt, dann ist vorher wieder Flashley, Werkzeug und Verhandlung. Das heißt, das wäre der Chakotay. In der vorletzten. Das heißt, der Tuvok wäre in 3. Das heißt, jetzt könnte Chakotay verwendet werden. Ja, weil wir den in 3 wieder brauchen. Sind wir locker flockig drüber? Locker flockig. Ne, doppelt brauchen wir nicht. Ja, machen wir so.
Ich würde sagen, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ja. Wir betreten das Orbitalseil. Moment. Hier ist jemand, eine Frau, den Doktor um ihre Gewalt gebracht und bedroht ihn mit einem Messer. Wie sollen wir vorgehen? So, dann haben wir gesagt, wir brauchen Chakotay in der vorletzten. Also muss einer von den beiden hier. So, was haben wir da? Essen und gute Moral. Das wäre aber Chakotay, der ist zu schwach. Dann haben wir hier Moral mit 40, 45. Kann hier der Tuvok. Chakotay und am Schluss wieder Tuvok. Ja, genau, wäre machbar. Dann ist der ausgeruht. Das Team legt die Waffen ab und versichert der Frau ihre friedlichen Absichten, dass sie nur den Planeten verlassen möchte. Nach kurzem Zögern lässt die Frau den Doktor los und rennt davon. 120 Moral plus. Captain, es sieht aus, als wäre das Seil beschädigt worden. Ohne Reparaturen kommen wir hier nicht weg. So, hier war Chakotay angesagt. Eigentlich, das ist ja Werkzeug, Dingsbums und Verhandlungsgeschick. Und warum ist dann der Chakotay nicht? Das ist ja interessant. Das ist ja eine Scheiße. Hä? Das muss mir jetzt einer erklären. Die Symbolik sagt doch, das oder das. Und das da oben hat doch der Chakotay. Wieso ist das dann gesperrt? Kann mir das einer erklären? Das verstehe ich nicht. Weil das nur der Talaxianer machen kann. Das ist der Punkt. Das ist ja eine Scheiße. Das ging jetzt voll in die Hose. Oh weia, ich sehe schwarz. Das ist ja scheiße. Okay, also wenn jetzt das in die Hose geht, erstmal wurscht, was ist die letzte Runde? Die letzte Runde ist dann Werkzeug und Flashly. Was wäre Werkzeug und Flashly? Flashly ist der Tuvok und Werkzeug wäre der Tom Paris. Ja, das sind die einzigen, die ich auswählen kann. So eine Scheiße. Also wer ist letzte Runde? Der Tuvok ist bei Werkzeug ist leider nur 19. Und Flashly wäre der Tuvok, der hat 34, das ist auch nicht die Welt. Aber besser wie Werkzeug kann man auch nicht doppelt, ne? Nee. Das ging ja hier voll in die Hose. Okay, also letzte Runde ist dann wohl Flashly Tuvok angesagt. Dummerweise ist aber jede Chance ja die Katastrophe schlechthin. Die ist genauso katastrophal, aber geringfügig besser. Ach du Scheiße. Gibt es jetzt nur Verletzte oder auch Tote? Das werden wir gleich sehen. Oh weia. Oh weia. Ach, das ist nur Moralkacke, das ist alles. Wir fahren jetzt hoch, arg, etwas stimmt nicht. Die Magnetbindung bricht zusammen, unsere Gondel wird entgleisen. Eieiei. Das ist das nächste beschissene Risiko, weil, ja, der Chakotay hier nicht dabei ist. Und der Tuvok ist, weil ich den jetzt genommen habe, ganz schwach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich den nehme und der nochmal die Hälfte verliert. Gott. Das ist ja eine Scheiße, echt. Das ist ja eine Scheiße. Das ist das erste Mal so richtig beschissen. Ja, nächster Fehlschlag. Die Ödegeschwindigkeit führte, dass die Gondel Kontakt zum Orbitalseil verliert. Beim Such die Magnetfeld wieder ziehen sich die Teammitglieder schwere Verletzungen zu. Ach du Scheiße, der Tom Paris ist komplett rot. Zum Glück gelingt es der Voyager, sie im letzten Moment herauszubeamen. Pilot ist rot. Ist der jetzt nur verletzt, schwer verletzt oder ist der jetzt tot? Ach du Scheiße, ich sehe schwarz. Mal ein Beispiel-Screenshot machen. Diese Konstellation war kacke. Fortsetzen.
Erfahrung gesammelt, schön, damit zur Kenntnis. Mark 81195 sagt, der ist schwer verletzt. Harry Kim. Captain, das Außenleben ist zurück, Sie haben Dr. Button dabei. Fortsetzen. Bringen Sie den Doktor sofort auf die Krankenstation. Geben Sie mir Bescheid, sobald er untersucht wurde. Wie geht es Ihnen, Dr. Button? Ich habe mich schon besser gefühlt, aber wir haben dringende Themen zu besprechen. Können Sie den Botschafter kontaktieren? Dr. Button, ich bin froh, dass Sie am Leben sind. Haben Sie eine Lösung für diese Katastrophe gefunden? Keine Lösung, aber ein Verdacht. Jeder dieser Asteroiden weist anormale Energiesignaturen auf. Ich fürchte, wir haben es hier nicht mit einem Naturereignis zu tun. Wir haben denselben Verdacht. Der Asteroid, den wir abgefangen haben, wies höchst seltsame Werte auf. Wir benötigen mehr Daten. Ein größerer Asteroid müsste uns Aufschluss geben. Wenn meine Theorie stimmt, werden wir eindeutige Beweise für Manipulation finden. Tja, wenn das kein Timing ist. Die Scanner haben gerade einen riesigen Asteroiden erfasst, der sich langsam nähert. Schon wieder so ein Ding. Oh Mann, oh Mann. Ein Einschlag dieser Größenordnung wäre katastrophal. Steuermann, neuer Kurs, wir müssen den Asteroiden abfangen. So, wir haben Phaser 2, haben wir nicht. Schilde 2 haben wir nicht. Disruptor haben wir nicht. Wie haben die geheißen, die anderen? Quatsch, die. Paloroma, Dings war da. Kann ich nicht mal lesen, was ich da gekritzt habe. Ey Mann, 3 Quests auf einmal, könnt ihr nicht übertreiben? Was soll denn das? Ha. Aber genau die blauen, die verschwinden ja irgendwann, ne? Dann sind sie weg. Dann habe ich sie nicht mehr. Upsi, was ist los? Ich habe jetzt hier geguckt, um zu gucken. Das dauert noch 8 Runden. So, wir gucken. Es ist alles online. Ja, wir fliegen ja noch nicht, ne? Wir stehen ja noch rum. So, wie sieht's denn aus, doktortechnisch? Da ist hier 8 Patienten, schon mal gut. Moment, Krankenstation, die ist Level 2. Warum ist mir die bei einer Quest dann nicht als Level 2 angezeigt worden? Finde ich jetzt komisch. Bedeutet das, wenn ich 2 Krankenstationen habe, müssen auch 2 Krankenstationen auf Level 2 verbessert werden? Das könnte sein. Dann tun wir das mal. Ich hoffe, die... Nee, anscheinend nicht. Egal. Ist jetzt pausieren? Ja, nö. Heilen die Leute, während die in Krankenstationen gebaut wird? Weiß ich nicht. Phasenfrequenzmodulation. Ah, Defense wins the game, habe ich gesagt, ja. Da oben links. Rotierende Phasenfrequenz, alles klar. Wir sind auf Hilfsenergie. Weil wir schon wieder zu viel Strom verbrauchen. Achso, zu viel Strom, alles klar. Müssen wir wohin? Ja, wir müssen schon wieder woanders hin. Zum anderen Asteroiden. Aber wir müssen wieder die Energie abschalten. Also, Garten abschalten. Biolabor abschalten. Nahrungsaufbereitung. Das Ingenieurbüro. Die Stellar. Die Werkstatt. Das ist dieser Frachtraum. Jo, ist eh zu wenig. Das ist jener Frachtraum, da haben wir gar nichts. Auch gut. 1750. 2500. Da, das ist Essen auch abschalten. Können wir das abschalten? Jetzt haben wir wieder plus 10 Energy. Yep. Wir sind unterwegs mit Warpstufe 2. Ja. Wir laden auf. Und zwar auf 720, alles klar. Gut, dann let's go. Aber wir nehmen für unterwegs die Lithium mit. Liegt ja schließlich hier auf dem Weg.
So, was haben wir denn? Zerstöre Schiff und Berge. So, was haben wir hier? Schicke ein Shuttle habe ich nicht. Was? Beame blind. Ein Bot. Ingenieurbüro Level 1. Was heißt Ingenieurbüro Level 1? Schauen wir uns das kurz an. Ingenieurbüro, wo war es denn? Hier. Kurz offline schalten. Online meine ich. Management. Das könnten wir, wenn wir Material hätten. Ach, das ist ja demontieren. Oh, das habe ich schon mal geschafft. Ach, das will ich aufmotzen. Da klicken wir mal drauf. Das ist ja demontieren. Aber das habe ich wohl nicht entwickelt. Management. Gibt es wohl kein Level 2 oder was? Das ist schon Level 2. Okay. Hab nichts gesagt. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Wir wollen die Lithium. So, wie sieht's denn aus? Hier ist wieder was Rotes dabei. Dafür gibt es 9. Max, das heißt links gibt es 9. Grün gibt es weniger. Hier gibt es garantiert 6. Achso, gibt es also hier auch 6. Da 9 gäbe es ganz links. Und rechts gibt es noch weniger. Und rot gibt es gar nichts. Ingenieurbüro Level 1. Ja. Was haben wir denn? Risiko oder... Ja. Wenn man... Macht dann 30, ne? Und hier könnten es mehr werden. Ne, komm, wir machen auf Sicherheit. Wunderbar. Gut. So. Dann schalten wir wieder den Käse ab. Was war's? Ingenieurbüro. Genau, das war das einzige. Jawohl, okay. Sektor, nee, wo sind wir? Wo sind wir? Also, was ist jetzt da? Was war das hier? Das kann man nicht lesen, weil das Gelbe da, also wie kann man das so machen? Dieser Sektor ist gelb und dann ist die Schrift gelb. Erwerbe Verterium Zertrendit von Latex, um den Warpkern zu reparieren. Ja, das ist eigentlich wichtig. Erwerbe Wetzere Zeckeretets. Und wenn wir nicht wissen, was das ist das auch schlecht. Das ist 2 Zyklen entfernt. Das hier ist Talaxanischer Handelskonvoi. Könnte Schlüssel zur Reparatur unseres Warpkerns haben. Ja, das ist die Frage, was die brauchen, ne? Wir haben ja fast nichts. Wir haben nur, und Deuterium haben auch noch mal viel. Wieder alle Scheiße. Dann machen wir einen Abstecher dahin. Dann haben wir ein bisschen Material. Zack, da ist was Rotes dabei. Das ist schon wieder Scheiße. Kostet einen echten Torpedo. Ingenieurbüro. Also schalten wir das Ingenieurbüro wieder ein. Nochmal gucken. So, was heißt hier? Rot, Rot, Orange. Viel Grün, Gelb. Ingenieurbüro Level 2. Ich würde sagen, no risk, no fun. Ah! Ja, no risk, no fun. More fun als nötig. Das ist so eine Frechheit, das Spiel. Das ist so oft in dem rechten Bereich. Was? Achso. Crew gestorben. 5 Crew schwer verletzt. Schon wieder. Minus 100 Moral. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, wieder abschalten. Abschalten. Hat nichts gebracht. So, wir sind wir hier. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben nichts zum Handeln. Kein Treibstoff mehr. Das ist auch schon wenig. Wie weit ist das weg? 2 Zyklen. Ein Zyklus. Na, machen wir schon mal das. Was brauchen wir hier bei den Kollegen? Mark 81195 sagt Frage, hast du bei der Krankenstation den Ausbau pausiert? Habe ich pausiert. Warum? Weil ich da drauf geklickt habe, aus Versehen, ich Idiot. Mann, oh Mann, dämlicher kann man nicht sein. Vielen Dank, Mark, du passt auf. Solche Zuschauer brauche ich. Vielen Dank, Leute, dass ihr immer so schön aufpasst. Was habe ich jetzt schon wieder? Ich bin ja von A nach B geflogen, schon wieder alles verbummelt hier. So. Also. Wir sind hier, also wir weiß, was wir da brauchen. Also schalten wir wieder alles ein.
Könnte man ja alles irgendwie brauchen, ne? Mark Frachtraum. 81195 sagt kein Problem. Könnte man alles brauchen, also schalten wir alles ein. Wissenschaftslabor, auch den hydroponischen schalten wir ein. Genau. Dann haben wir jetzt alles eingeschalten, was wir vielleicht brauchen könnten. Und checken mal ab, was die von mir wollen. Was die handeln möchten. Fortsetzen. Story, let's go. Konvoiführer auf dem Schirm. Leider ist mein anderer Talaxianer irgendwo unterwegs. Ist auch ein bisschen doof. Wer ist ein Kumpel? Meiner Mai ist Laxet. Schildern Sie Ihr Anliegen. Captain Janeway, ich komme direkt zur Sache. Wir brauchen Verterium-Cortinit. Unser Konvoi wurde von den Kazon Nistrim überfallen. Sie haben unser gesamtes Verterium-Cortinit gestohlen. Ach nee. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss meinen Konvoi wieder auf Vordermann bringen. Was für ein Zufall. Oh Gott. Kulu legt uns wieder Stein in den Weg. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir zur Abwechslung mal ihn aufsuchen. Ihn aufsuchen. So, bedeutet, er hängt natürlich wieder im anderen System rum. Das war auch schon wieder klar. Ja, und wo? Anscheinend nicht hier. Anscheinend nicht hier. Da ist keiner. Kein gelbes Dings. Hier ist auch kein gelbes, aber ganz schön viele Planeten. Sapperlot. Das ist doch mit den Borgs da hinten, ne? War das nicht? Die Fliege zum Borg-Kubus. Da sehe ich, da ist er doch. Der Borg-Kubus. Oh. Haben die nicht gesagt, der ist aus? Da leuchtet aber grün hier und da was. Der schaut nicht so aus. Und der ist ganz schön groß. Oje, oje, oje. Aber vielleicht kommt hier die Seven of Nine. Wäre schon cool, wenn wir die hätten an Bord. Falls sie da kommen sollte. Ich weiß es nicht. Werde ich sehen. Okay, also System. Ich soll... ja, der Kazon Heini, wo auch immer der rumeiert. Weiß ich nicht. Ist hier irgendwo ein Schiff liegt? Kazon oder sowas? Was haben wir denn da? Kazon Raider. Könnte was haben. Da ist noch ein Kazon Raider. Also ja, okay. Wir holen uns... Was holen wir uns? Auch die... Ah, hier ist der Asteroiden-Dingsbums. Müssen wir auch hin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Treibstoff wäre hier. Treibstoff wäre hier. Wird ja langsam eng, ne? Treibstoff. War sicher noch mehr Material. Komm, volle Pulle. Ja, übertrieben Material. So, Kazon. Take a look. Hier gibt es noch ein paar Steinteile zum Abgrasen. Uranium 70. Rot. Ne, rot machen wir nicht. Orange wäre okay. Das ist ja mega. Ich habe aber, glaube ich, abgeschaltet, ne? Ne, ist alles an. Deswegen brauchen wir auch mal so viel Strom. Ha, ha, ha. Mark 81195 sagt, denk an deine Frachträume. Aktivieren, dann kannst du schön sammeln. Nämlich, was haben wir denn frachtraumtechnisch? 175 zu 150. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt beim... Da sind wir. Steinteile zum Bauen oder reparieren. Macht das aber Sinn? 75 Steine. Davon. Und Essen. Moment, Essen mal 2 ist aber schon wieder Schwachsinn, oder? Genau, ist ja schon wieder Schwachsinn. Steine. Steine.
Also einsammeln. Und zwar die Max-Anzahl. Schauen wir doch mal. Und wo geht's hin? Schau dir die Scheiße an. Nach rechts. Auf das scheiß Orangene. Das ist doch reine Absicht von dem Spiel. Schon wieder schwer Verletzte. Schon wieder 4 plus 2, schon wieder 6 hinzu. Mein Gott, ey, ihr wollt mir doch wirklich verarschen. Die braucht noch 9. Wie schaut's da aus? Willst Material sammeln und kriegst nichts. So. Essen. 818 ist auch noch mal so viel. Also und hier zu die blauen müssen wir eigentlich. Das ist ja eigentlich wichtig, ne? Also schalten wir Strom ab, weil wir jetzt erstmal zu den blauen fliegen. Abschalten. Das war das da. Und das war auch das. Also können wir die Ebene abschalten. Wir können auch das Biolabor abschalten. Ja. Was ist denn hier los? Forscher, was will denn die von mir? Abfallaufbau habe ich doch schon. Captain, die Analyse unserer Abfallsysteme zeigt, dass wir wertvolle Material einfach über Bord werfen. Ich schlage vor, dass wir eine Abfallaufbereitungsanlage konstruieren. Diese Anlage würde Abfall bis auf die subatomare Ebene aufspalten und daraus wichtige Ressourcen wie Deuterium für den Antrieb und Uranium für Höhlenreparaturen gewinnen. Damit machen wir aus unserem Abfall eine dauerhafte Ressourcenquelle, entscheidend für die Selbstversorgung der Voyager. Wow, erforsche und baue eine. Ich habe sie schon gebaut. Das ist ja echt scheiße. Muss ich dann eine zweite... Naja, ich könnte sie abreißen und wieder bauen. Dann habe ich eine gebaut. Ich pausiere sie ja jetzt sowieso. Das wäre eine Möglichkeit. Also machen wir das. Jetzt probieren wir mal, wenn wir sie nur einschalten. Haben wir es schon geschafft. Genau, also ausschalten, einschalten. Funktioniert bei manchen Quests, aber nicht bei allen. Habe ich schon festgestellt. Also wieder abschalten. Erledigt. So, wir wollen zum Blauen fliegen. Wir haben Strom gespart. Jawohl. Wie sieht es mit Essen aus? Normale Essensrationen, jawohl. Also fliegen wir jetzt zu diesen Nasen. Machen aber einen Essensabstecher hierhin. Chefingenieur Supreme, was ist los? Schaltestufe Schimpf des Technikraters im Technologiebaum frei. Ah, ready, steady, let's go. Now we need it. Verbessere Umwandlung von Deuterium in Energie. Ein Deuterium liefert jetzt 7 Energie. Ja, elementar gerade in diesem Raum. Forschung beginnen. Haben wir geschafft. 160. Do it. Do it. Captain, die Fälle vorsätzlicher Sabotage nehmen schiffsweit zu. Großer hydroponischer Garten wurde beschädigt. Oh Mann, oh Mann. Wie sieht's aus mit Reparatur? Kostet? Wow. 23:5. Habe ich doch. Warum? Kein Arbeitsteam verfügbar? Ernsthaft? Ach, wegen Ingenieurbüro. Alles klar. Beschädigt? Dann reparieren wir den mal. So. Ingenieurbüro. Gut, gut, gut. Frachtraum. So, was ist mit der Werkstatt? Brauchen wir die? Nö, dann können wir die einsparen. So, wer klingelt hier schon wieder an? An der Tür. Loyalitäten. Ach du Scheiße. Kulu und Seska haben uns lang genug gejagt. Damit ist jetzt Schluss. Nicht wegen des Verkehrs, nicht aus Rache, sondern weil wir eine Mission haben. Wir haben hier eine Heimat zu erreichen. Kühn, in diesem Fall sollten wir unsere Defensiv- und Offensivkapazitäten ausbauen. Ja, will ich ja auch machen. Zierbahn, Laxett wäre vielleicht bereit, uns als Verstärkung zu dienen, wenn wir ihnen bei den Reparaturen helfen. Könnte jedoch eine Weile dauern. Apropos Verstärkung, ich schlage vor, ja, alle wollen was haben, oder wie? Mann, ihr veräppelt mich.
einen holographischen Schiffsprojektor zu bauen, damit es so aussieht, als hätten wir Unterstützung. Holographischer Schiffsprojektor im Wissenschaftstechnologiebaum freigeschaltet. Ich habe eine ähnliche Idee. Wir könnten das Deflektor... Ja, auch noch. Ja, logisch. Nutzen, um Echoverschieben zu erzeugen. Die Sensoren der Kazon würden eine ganze Flotte erfassen. Sie müssen nur verschwinden, bevor sie merken, dass das eine Illusion ist. Ja. Hört sich alles gut an. What? Das hört sich alles gut an. Ja, hört sich alles gut an. Was soll ich jetzt machen? Einen Helden schicken, um Laxit um Hilfe zu bitten. Die Voyager auf die Konfrontation vorbereiten. Um Laxit um Hilfe zu bitten. Einen Helden schicken, dann ist der wieder weg, ne? Wir bereiten die Voyager vor. Beginnen Sie sofort mit den Vorbereitungen. Wegtreten. Das heißt, vorbereiten heißt auch, wir dürfen doch nicht die Warp-Kern-Effizienz machen, sondern müssen pausieren und ist nicht da. Ist nicht da. Warum ist nicht da? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist es woanders? Hä? Ist das in der Werkstatt? Torpedos? Nö, da ist es nicht. Aufbereitungsanlage? Das ist auch nicht. Ich verstehe. Crewquartiere, Ingenieurbüro. Was macht das Biolabor? Wir bauen ja bloß das Zeug. Wir können da nichts anderes. Ja eben. Wir können doch nichts anderes. Hä? Wissenschaftslabor. Klicken wir das an. Nö. Derzeit zu analysierende gegen unerforscht. Analyse. Derzeit keine aktive Analyse. Was ist denn eine Analyse? Ist auch wieder was Neues. Erforschen. Das ist ja merkwürdig. Messe. Wissenschaftslabor haben wir schon. Komisch. Ich würde ja gern das machen, was ihr vorgeschlagen hattet, aber ich sehe ja nichts. Mark 81195 sagt, was suchst du denn? Du musst es erforschen im Technologiebaum. Ja, im Technologiebaum. Manchmal, ach so, weil manchmal ist es ja so, dass es hier angeboten wird, unerforscht. Derzeit keine zu analysierenden Gegenstände. Dann habe ich's. Ah, jetzt fliegt der Idiot. Oh, aber naja. Weil das mitten im Flug wieder war, dass die mich voll sülzen. Also, was ist hier? Schon wieder was Rotes drin. Was ist das da unten? Shuttle haben wir nicht. Einmal fetter roter Balken, dünner roter Balken. Dann machen wir wohl das. Oh Gott, jawohl. Endlich mal erfolgreich. So. Schiff. Dauert noch ein Zyklus, 3 Zyklus. Mark 81195 sagt im Technologiebaum in der Rubrik Wissenschaft. So. Aber ich erforsche schon was, das muss ich ja abbrechen. Wenn ich abbreche, bedeutet doch das, dass das Zeug weg ist, oder? Wir gucken mal, wir müssen das leider abwarten. Abwarten und Tee trinken. 17 Runden ist das unterwegs. Das kann ich nicht abbrechen. Wissenschaft. So, wie hat's geheißen? Schauen wir mal. Fangen wir hinten oben an. Keine Ahnung. Da können sein. Schalte die Kampffähigkeit des Doktors frei. Holographischer Schiffsprojektor. Dauert 13 Runden. Okay. Dann gucken wir weiter. Es waren doch 2 Ideen von den Leuten. Sensoren verlangst? Nein. Feldstudien. Erhöht den XP. Ne, das war's auch nicht. Versorgt das Schiff im Kampf mit 80 Deflektorschilden. Das ist auch nicht. Okay. Kampf. Laser, Disruptor.
Torpedoschild. Mark 81195 sagt, du sollst nur den Projektor bauen. Höhlenverstärkung. Ach so, ja. Nur den Projektor bauen? Okay. Na gut. Muss ich aber eh warten. Mark 81195 sagt, so steht's auch oben links in der Missionsbeschreibung. So, ja, wo ist es denn? Da war im Wissenschaftsbaum. Also brauche ich dann 70 Wissenschaftspunkte. Bedeutet, mir fehlen 60. Mir fehlen 60. 61, wenn man es genau nimmt. 61 fehlen mir. Der Spaß hier dauert noch. 17. Mark 81195 Macht sagt, 34. ist aber optional. Macht 34, 34, sagen wir mal 30, sagen wir mal 30, 40 macht 43. Macht 43. 43 macht 20. 27 brauche ich noch. Wissenschaftspunkte. Ich brauche noch 27 Wissenschaftspunkte. Das heißt, ich könnte... Wir brauchten eine Wissenschaftslabor. Oh, 9, das ist ganz schön viel Saft. Naja, aber könnte man machen. Kriegen wir noch ein paar Ründchen mehr Wissenschaftspunkte. System, okidoki. Optional, erforsche holographischen Wissenschaften. Ja, okay. Gut. So, was ist mit Notruf? Der Notruf war hier vom Blauen. Nee, der da. Loyalitäten. Der will was. Und wissen Sie, wer meiner Meinung nach dahinter steckt? Crewman Jonas. Er ist in der Lage, diese Systeme zu manipulieren und der Einzige, der die Gelegenheit hatte. Ein weiterer Verräter. Die Sicherheitskräfte sollen Mr. Jonas auf die Brücke bringen. Michael Jonas. Captain, ich verstehe nicht, die werden im Maschinenraum gebraucht. Sparen Sie das Theater, Crewman. Zuerst Seska, jetzt Sie. Warum? Weil wir ohne sie nicht in diesem von Gott verlassenen Quadranten feststecken würden. Ich habe es satt. So, Chakotay Level hat 50, 80, 85, 40, 50, 60, 65. Eieiei. Jonas Ängste anerkennen und zur Hilfe ermutigen. Das ist ja wieder doof. Also das wäre eigentlich typisch auf Sternenflotte. Ihn zur Hilfe ermutigen. Dann wäre ja Moral plus Marquis-Autorität, um Jonas mit Hilfe zu bewegen. Das ist schon wieder Moral minus, gehe ich davon aus. 50. 85 zu 40, 50, 65. 85, 65 schon wenig, ne? Das ist schon echt wenig, 65. Ja, was macht man denn da? Aber Jonas ist doch jetzt kein Main-Char. Aber das wäre Sternenflotten-like. Ich verstehe Ihre Ängste, Ihre Wut, aber Seskas Weg führt ins Verderben. Helfen Sie uns Gute zu tun und bekommen Sie die Chance zur Wiedergutmachung. Genau. Ich kann Seska nicht verraten, es ist zu spät. Ah, du blödes Arschloch, Entschuldigung. Also hätte man doch die Marquis-Autorität nutzen sollen. Hier, Belanen einschüchtern lassen, die Alte ist gestorben, Mann. Das geht nicht. Andauernd kommt die Belana und die ist weggestorben. So eine Scheiße. Überzeugen sich, der Gewinnerseite anzuschließen. Catherine Janeway. 85%. Sie sind ein Opportunist, Jonas. Seska hat ihren einzigen Trumpf verloren. Sie, wechseln Sie zurück zur Gewinnerseite. Na schön. Ich werde Ihnen helfen. Na also, Sternenflotte, Honig ums Maul schmieren, Technik funktioniert. Nun, Mr. Jonas, seien Sie so freundlich und kontaktieren Sie Seska, damit wir Ihre Position orten können. Ich kann aber jetzt nicht kämpfen, ich bin am Arsch, ich hab fast nichts. Wie kannst du es wagen, mich über eine offene Verbindung zu kontaktieren? Janeway ist mir auf den Fersen. Oh, wie viel Uhr? Oh, halb haben wir noch eine Viertelstunde. Beruhige dich, erzähl mir, was passiert ist.
Captain, Seska hat die Verbindung verschlüsselt. Und ihr Signal ist zu schwach, um es zu orten. Was? Stellarkartografie ist offline. Ey, ja Scheiße, wenn du es brauchst, ist es nicht da. Ah, du darfst nicht alles abschalten. Irgendwann brauchst du den Scheiß. 50, 80 Signal verstärken. Verschlüsselung umgehen. 50 plus 10 macht 90. 60 plus 30 macht auch 90. Okay. Wissenschaftslabor, Ingenieursbüro. Maschinenraum. Hat die Verbindung verschlüsselt, um ihr Signal zu schwach, es zu orten. Es ist zu schwach. Verschlüsselung umgehen. Verschlüsselung hacken. 60 plus 30 macht 90. Wir hacken das. Hacken Sie Seskas Verschlüsselung. Captain, ich habe sie geknackt. Sehr gut. Ich habe Ihre Position. Ich muss jetzt gehen. Seska, da kommt jemand. Was, Jonas? Übertragung beendet. Ich habe getan, was Sie gesagt haben. Sind Sie glücklich? Sie haben das richtig getan, Mr. Jonas. Ein Sicherheitsteam wird Sie nun in den Arrest begleiten. Steuermann, Kurs setzen. Wir haben ein Rendezvous. Hast du nicht gesagt, er kriegt eine zweite Chance? So, okidoki. Wo ist die Seska? Jetzt müsste sie ja auffindbar sein, hypothetisch, ne? Da hinten hängt sie rum, oder? Wir gucken mal schnell. Das heißt, das ist die Seska und hier hängt der Borg-Kubus rum. Eieiei. Loyalitäten. Wie lange dauert der Spaß? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben Strom minus 6. Das ist okay. Wir sind hier. Wir sind hier, weil wir gesagt haben, wir wollen den Asteroidenkäse machen. Fliege zum Asteroiden. Ja. Dann fliegen wir mal zum Asteroiden. Lebenserhaltung, Krankenstation. Okay, ist fertig. So, ist fertig. Jetzt können wir endlich nachgucken, was Sache ist. Sind nur noch 4 da drin. Sehr gut. Das heißt, die meisten sind schon gesundet. Tom Paris, da ist er. 3 Runden braucht er nur. Ich habe schon gesagt, wo bleibt er denn? Tom Paris, schwer verletzt, 3 Runden. Okay. Und da haben wir noch mal ein paar Hanseler. 4 Stück. 77 Leute sind ohne Beschäftigung. Oh, wo war es denn? Doch, ja hier. Abkern, Moral. Moral plus 8, sehe ich das richtig? 10, ja, doch, plus 8, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 19 ohne Quartier. Kann man damit leben. Okay, dann müssen wir irgendwas abschalten. Wollen wir was abschalten? Brauchen wir was? Wissenschaftslabor haben wir gesagt. Wir brauchen Zeug für... Wir sind fertig in 14 Runden. 14 mal 2 sind 28. Sind 28. Und 28. 70 brauche ich. Machbar 28. Sind 30, 40, das reicht nicht. Aber wenn ich jetzt das mal 4 nehme, 28 mehr 20, 40, 8, 8, 16, 50, 56, 56, 66, 67, 69, das wären 69 Wissenschaftspunkte. 69 Wissenschaftspunkte bis dahin, ja, dann müssen wir das zweite Labor offen lassen. Genau. Also gut. Und jetzt gehen wir an Land, also schalten wir wieder alles ein. Wer weiß, was wir wieder brauchen. Alles einschalten, was wir brauchen. So, was haben wir noch? Hier im Biolabor. Wissenschaftslabor haben wir 1, brauchen wir keine 2. Das wird repariert. Okay. Irgendwas noch vergessen? Nein, ich denke hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Okay, also. Wir machen das Blaue. Let's go. Ich hoffe, da passiert nichts. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Später zurückhören, weil mir ist was aufgefallen. Das Essen ist am Limit. Habe ich Essen für die Crew? Ja. Und Nilix ist auch wieder da. Okay. Nilix ist auch wieder da. Kann der sonst irgendwas tun? Ingenieurbüro? Nö.
Ingenieurbüro könnte man ein Hüllenreparatur zuweisen, dann wird die Hülle auf Max gesetzt. Gut, also, jetzt aber. Cursor, wo ist er? Da ist er. Let's go. Wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Captain, wir haben den Asteroiden erreicht. Offenbar hat er seit unserem ersten Scan an Geschwindigkeit verloren. Ein Asteroiden dieser Größe zu zerstören könnte das Schiff gefährden, Captain. Ich würde zu einem vorsichtigen Vorgehen raten. Zuerst mehr Daten sammeln. So, jetzt kann man zumindest fast alles. Wieder hier Dreadnought KI überprüfen. Ah, okay, jetzt weiß man, wozu man die doch braucht. So eine Scheiße. Also, Zettel, die scheiß Dreadnought braucht man auch irgendwann für irgendwelche Sachen. Dreadnought KI, die braucht man auch demnächst. Notiert. Habe ich jetzt schon zweimal gelesen, letztens irgendwann. Ich habe gedacht, ich brauche die bloß für Torpedos. 25%. Aber anscheinend braucht man die auch für so Quests. Also gut. Daten sammeln. Asteroiden mit Traktorstrahl fixieren. Nee, vorsichtige Teil des Asteroiden abschießen. 65%, 65%. Das ist ja alles so Scheißraten. Ach du Scheiße, es kann bloß wieder schief gehen. Also, er sagt, mehr Daten sammeln. Also, dann scannen wir. Das sind ja alles 65%. Beginnen wir am Scan. Erfolg, sehr gut. Haha. Hui. Captain, die Sensoren melden anomale Energiemuster, eine extreme Antimateriekonzentration, fast wie beim Antrieb. Das ist kein Antrieb, das ist ein Raumschiff. Ja, das ist kein Asteroid, ein Raumschiff. Captain, wir werden gerufen. Ethanianischer Orden. Es gibt keinen Grund für Aggressionen. Wir sind der Ethanianische Orden. Tragen Sie die Verantwortung für den Asteroidenbeschuss auf Nexus, auf Desu-Planeten. Der Ethanianische Orden erhebt Anspruch auf dieses Gebiet. Die Nesu werden weichen. Aber sie sind keine Nesu. Warum mischen sie sich ein? Ich stehe auf der Seite der Nesu. Wir werden nicht weichen, bis sie ihre Angriffe auf ihren Planeten eingestellt haben. Sie würden für diesen Planeten sterben. Wir ziehen den Frieden dem Krieg vor. Wenn sie sich zurückziehen, werden wir ihnen einige unserer Sprengköpfe. Captain, die Sensoren registrieren hochentwickelte Waffensysteme. Ein Kampf wäre nicht ratsam. Okay. Dr. Wattem und die Nesu zählen auf uns. Wir müssen ihnen helfen. Tja, jetzt müsste man ein Begleitschiff dabei haben. Haben wir leider nicht. Scheiße. Die Nesu beschützen alle Mann aufs Kampfschiff und die Forderung der Ethanianischen Ordens Nachkommen Rückzug. Ne. Wir kämpfen. Wir haben ja irgendwo einen Speicherpunkt von ein paar Planeten vorher. Keine letzte Chance, sich zurückziehen. Sie würden sie für den Tod gehen, dann sind sie ein loyaler Freund und ein Törichter zugleich. Captain, Sie fahren die Waffen hoch. Jetzt gibt's Action Satisfaction. Kampfstationen! 60er Schiff. Klingt jetzt nicht so gefährlich. So, Ihre Befehle, Captain? Befehle. Er hat ein 70er Schild. Eine Waffe. Okay, ist nicht so schlimm. Besiege den Feind. Ist das Ziel links? Sonst haben wir jetzt noch nichts Besonderes. Alles klar. Gut. Na dann. Ah, was ist denn das hier? Schild? Energie auf die Schilde? Oder was soll es bedeuten? Oh, bleibst du stehen? Befehle? Nein, nein. Attacke. Attacke, Attacke. Befehle, also Weapons. Wird erfasst, Captain. Schießen. Fähigkeit bereit, Captain. Ein großes Schiff, muss ich schon sagen. Respekt, ganz schön groß. Coole Sache. So ein Riesending. Erledigt. Große Fresse, nichts dahinter. Uranium 24, Tritanium und Moral plus 100, sehr gut. Nichts kaputt, keine Beschädigung, keine Verletzungen. Das ist so, will ich das sehen. Captain, der Ethanianische Orden zieht sich zurück. Übermitteln wir den Nesu die gute Nachricht. Was auch immer sie getan haben, es hat funktioniert. Die Asteroideneinschläge haben aufgehört. Botschafter, die Asteroiden waren ein Teil einer Invasionsstrategie einer Spezies namens Ethanianischer Orden.
Ohne die Voyager wären wir dem Untergang geweiht gewesen. Diese Leute haben alles für uns aufs Spiel gesetzt. Ja, jetzt Belohnung hier, Technologie, rück raus. Nächster Botschafter, haben Sie Dank, Captain. Mein Volk steht tief in Ihrer Schuld. Wir möchten uns erkenntlich zeigen und Ihnen Ressourcen von unserem Planeten. Ich brauche Technologie, keine Ressourcen. Die Ressourcen annehmen. Ablehnen. Sie brauchen die Ressourcen dringender. Was? Was ist denn jetzt das für eine Scheißantwort hier? Haben Sie Dank, Captain. Mein Volk steht tief in der... Wir bräuchten uns erkenntlich zeigen, Ihnen Ressourcen von unserem Planeten überlassen. Wenn ich jetzt ablehne, kriege ich dann was anderes oder kriege ich gar nichts? Das sind wieder so fiese Fragen, ey. Das sind ja Fangfragen. Ja, wie im echten Leben. Man weiß auch nicht, was ist. Ablehnen. Sie brauchen die Ressourcen drin. Was gibt denn mir Ressourcen? Wüsste ich jetzt nicht, was das ist. Ja. Mark 81195 sagt, ein Ingenieur kann mal an der Hülle arbeiten. So, ach komm, wir nehmen die Ressourcen. Wir wünschen Ihnen Alpha alles Gute. Uranium, Tritanium, okay. Habe ich, glaube ich, schon eingestellt, einen Ingenieur an der Hülle, oder? Oder habe ich es doch nicht richtig geklickt? Nee, so, das wünsche ich Ihnen auch und Ihrer Crew möge Ihre Heimreise kurz und sicher sein. Leben Sie wohl, ja, danke. Kurs Alpha Quadranten fortsetzen, weiter geht's. XP. Ah ja, hier 5 für die Quest. Der ist, glaube ich, schon an der Hülle. Da plus 4. Einer werkelt. Nachdem wir voll sind, könnten wir doch gleich einen zweiten mitwerkeln lassen. Ach nee, geht nicht. Okay. Weil hier repariert wird. Ist ja doch, einer ist frei. Mark 81195 sagt, möchtest du wissen, was du beim anderen bekommen hättest? Ja, kannst du mir gerne sagen. Kann ich mich schön ärgern. Warte mal, zweites Team. Hülle zuweisen, komm. Hä? Ein Arbeitsteam ist dabei, einen Raum zugewiesen. Was willst denn du von mir? Ach so. Habe ich irgendwas anderes Raum zugewiesen? Nö, ist doch nichts zum Mark Reparieren. 81195 sagt Tatsächlich. Moralpunkte. So. Ach, Moralpunkte. Ja, danke für die Info. Aha, Moral, ja. Klingt eigentlich logisch, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Ich nehme das Angebot nicht an. Die können ihre Materialien behalten, die es ja zum Aufbau brauchen würden eigentlich. Und das ist ja dann eigentlich Moral plus, so gesehen. Sozusagen, das ist ja nett, brav, freundlich. Nicht so, gib das Material her, ich brauche das Material. Ja, stimmt eigentlich. Okay. Gut, ist aber, ich hätte Technologie benötigt, also die Moral brauche ich nicht. Das sieht sehr gut aus momentan noch hier. Hier habe ich ja plus 8, das steigert ja langsam hier bis zum Maximum. Wo sind wir denn? Wir sind bei 3008. Wo sind wir? 3800? Mark 81195 sagt genau, und ich sehe, dein Lager ist proppenvoll. Genau. Mein Lager ist proppenvoll, du sagst es. Könnten wir jetzt hier was einschalten, aber wo sind wir denn? Wir sind da. Warum sind wir denn da? Weil wir gedreht haben oder was? Waren wir nicht vorhin da drüben? Wir waren doch hier beim Asteroiden. Hat uns wieder darüber gebeamt oder Mark was? 81195 sagt, eine neue Ebene wäre langsam gut. Ja, ich weiß, eine neue Ebene wäre langsam gut, um hier irgendwas zu tun. Die kostet... Ja, Moment, die könnten wir jetzt... Kein Arbeitsteam verfügbar... Ach so, jetzt hätten wir es ja. Wir haben Material als Sachen... Oh, das ist ein netter Hinweis gewesen. Das ist ein Spitzenhinweis. Also Ingenieurbüro, ein Team wieder abziehen von der Hülle. Eins ist übrig. Und wer hätte das gedacht? Wir können eine Ebene und die ist dann nämlich verbunden mit der und dann können wir große Sachen bauen. Abreißen, umbauen und so weiter. Genau, ich denke, wir tun das. Die Ebene, 150 Steine, die haben wir jetzt gerade da. Und 75 haben wir auch da. Ich würde sagen, und 7 haben wir auch da. Perfekt. Ich glaube, wir machen das. Klicken das an und let's go repair. Sehr gut. Dann können wir ja auch wieder abbauen, Material. Kriegen wir schön zurück. Und können hier dann mal endlich umdesignen, Crewräume bauen und so weiter.
Danke für den Hinweis nochmal. Ich übersehe. Es ist auch schon spät. Ich bin müde. Ich kann kaum sprechen noch. Den ganzen Tag babbeln. In der Arbeit, dann mit Banking-Problemen kämpfen. Noch gesprochen, ewig mit diversen Supports. Dann noch der Crew, Motorfest gezockt, auch gesprochen. Und jetzt hier noch. Müssen wir wieder zur Normalität kommen. Normalität heißt in der Arbeit nicht so viel quatschen. Aber momentan bilde ich ja was aus, deswegen viel Gequatsche. So, ja, das schaut doch gut aus. Also, wie ist das hier? Das dauert noch 14 Runden. Das dauert noch 14 Runden. Und wir müssen dann jetzt wohin fliegen. Und zwar, wir haben hier, wir haben das. Also können wir diesen Sektor theoretisch erstmal verlassen. Genau. Nicht diesen Sektor, sondern dieses Ding. Wir fliegen nicht hierhin, sondern wir fliegen gleich dahinter. 9 Zyklen entfernt. Yes. Und zwar Borg-Kubus, Action Satisfaction oder wir müssen... Mark 81195 sagt Ressourcen wieder sammeln. Ressourcen wieder sammeln, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ja, meine Fresse, man vergisst das. Das könnten wir hier jetzt noch schnell abgrasen. Hätten wir hier und da was. Also, da hast du eigentlich vollkommen recht. Habe ich alles abgeschaltet, zwecks Stromersparnis, was nicht sein muss. Momentan. Die Werkstatt abschalten, die Stellarkartografie abschalten, die Aufbereitungsanlage. Das Ingenieurbüro kann mal reparieren, ja. Dann die Krankenstation, die sind noch unterwegs. Das Biolabor. Dann die zweite das zweite Wissenschaftslabor abschalten. Jetzt sind wir auf -1. Das ist ja schon mal... -1 ist doch schon mal okay. Das sieht doch gut aus. Was haben wir noch? Transporterraum. Den brauchen wir doch jetzt auch nicht. Den kann man nicht abschalten. Okay. Okay, das sieht doch gut aus. Also gut, let's go. Material snacken. Hier gibt es wieder Personal, ne? Und eine Rettungskraft mit mehreren Lebenszeichen empfangen. Eine Frage, das Personal, ist das immer normales Personal? Müsste ich mal googeln. Oder kann ja auch Offizierspersonal mal dabei sein bei solchen Personalplaneten? Weiß das jemand? Weißt du das, Mark? Hattest du das schon? Weil sonst würde ich es ignorieren. Es gibt ja nur Personal, das ich nicht brauche. Ich habe eh schon so viel Personal. Aber wenn hier ein Offizier mal dabei wäre, ist das wieder eine andere Geschichte. Ne? So, also wir snacken Mark hier mal. 81195 sagt, sind ganz normale Leute. Okay, 3 Zyklen entfernt. Dann machen wir erstmal das. Wir snacken den hier 2 Zyklen entfernt. Let's go. Okay, super, danke für deine Info. Also immer nur normale Leute. Okay. Lebenserhaltung aktiv. Hydroponischer Garten ist repariert. Ah ja, der war ja kaputt. Und jetzt können wir ihn wieder pausieren. Pausieren. Das Ingenieurbüro... Mark 81195 sagt, läuft. wenn du hinfliegst, musst du es aber auch machen, weil zurückkommen geht dann nicht mehr. Ach, okay, habe ich auch nicht gewusst. Okay, Personal ist also machen und sonst ist vorbei. Okay, habe ich auch nicht gewusst, dass das so ist. So, was haben wir denn hier? Ingenieurbüro, was gibt's hier? Disruptorimpuls haben wir nicht. 6 und 3. Hier ist was Rotes dabei. Ingenieurbüro Level 1 und das ist hier. Erforsche die kristallisierten Ressourcen. Konzentriere dich nicht auf die Ressourcenextraktion. Wissenschaftslabor. Okay, gibt es vielleicht ein paar Wissenschaftspunkte? Dann kann ich einsparen. Das wäre auch cool. Gibt zwar hier mehr Ressourcen. Wissenschaftspunkte. Nee! Oh Gott. Der war schon Richtung Orange unterwegs. Sag ich doch, Wissenschaftspunkte. Yeah. Also, jetzt können wir neu rechnen. Neue Rechnung. Überhaupt keine... Wieso 14 Runden immer noch verbleibend? Achso, ich habe ja nur kleine Sprünge gemacht. Okay, 14 Runden mal 2 wären 28. Ich brauche 70, das heißt 28, 40.
50, 60, 70, das ist Moment, 40 und 8, zweimal, ne? 2 Stück, 14 Runden macht 28. 28 ist genau, 28 und 40 sind 70, ne? 40, 50, 60, 70, genau. Punktlandung 70. Wenn es eine Punktlandung 70 ist, könnten wir also hier jetzt beim Schiff das zweite... Ach, habe ich schon abgeschaltet, sehr gut. Wollte ich gerade sagen. Zweite Labor abschalten. Genau, das passt. Abgeschaltet, -1. Gut, da bin ich, weiter geht's. Snacken, Treibstoff haben wir noch genug. Oder? 1700, yes. Größer sind wir nicht unterwegs. Wir machen das. So, was gibt's? Werkstatt und Disruptor-Phalanx-Kontrollraum. Haben wir nicht, aber Werkstatt hätten wir. Was haben wir für eine Chance? Okay. Wir gucken uns kurz die Werkstatt an. Dieses Ein- und Ausschalten, rein und rausgehen, das ist echt nervig. Das ist so Micromanagement, ne? Hier gibt es rote Sachen gar nicht gut. Nutze die Schilde, um die Schutzbarriere gegen den toxischen Atmosphäre aufrecht. Schildgenerator Level 2. Werkstatt Level 1. Dann machen wir das. Sicherheit ist angesagt. Gut, ist eh voll. Apropos Werkstatt Level 1. Was sagt denn das? Aufmotzen. Management. Ausschalten. Herstellung. Helden. Muss ich wohl noch erforschen, oder wie? Oder gibt es hier keine Werkstatt Level 2? Die ist schon Level 2. Okay, also wird abschalten. Abschalten. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Keiner mehr da? Krankenstation abschalten. Sehr gut. Sind bloß noch 7 verletzt. Sehr gut, sehr gut. Mark 81195 sagt ja, stimmt. Man ist mehr mit dem ganzen Ein- und Ausschalten beschäftigt wie mit den Missionen. Ist doch alles schon mal nicht schlecht. Das heißt, jetzt könnten wir hier einen zweiten Höhlenreparateur zuweisen. Obwohl für 48 bin ich doch gleich auf Max. Zweiter bringt ja gar nichts. Zweiter bringt ja gar nichts. So, plus 10 Energy in die Akkus rein. Sehr gut. Also gut, dann jetzt sind wir hier ready. Wir sind essensmäßig gut unterwegs. Ach hier, die Steine wollten wir noch snacken. Was war das hier? Reparaturstation. So. Riskiere rot. Wir riskieren hier nichts. Übermittle technische Anweisungen. Ziehe sie mit dem Traktorstrahl in die Shuttle-Rampe. What? In die Shuttle-Rampe ziehen? Das ist ja mal eine nette Option. Das finde ich ja mal cool. In die Shuttle-Rampe ziehen. Dann müssen wir sie ja einschalten. Haben wir dann ein Schiff oder was? Gesnackt. So, so, es ist einmal das. Die Shuttle-Rampe ist aktiv. Das war's aber schon, ne? Das reicht doch schon, glaube ich. Shuttle-Rampe aktiv. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Ah, scheiße. Okay, das ist genau so ein Ding. Da kann man nicht mehr... Hä? Okay. Ja, eigentlich vom Spiel wieder logisch, ne? Shuttle-Rampe war deaktiviert. Selber schuld. So eine Scheiße. Nichts mit Material snacken. Material weg. Haha. Nicht mehr da. Ich hätte euch reinziehen wollen in die Shuttle-Rampe, Leute. Hier. Ich hätte euch gerettet. Oh Mann, nichts mit Material. Na dann halt nicht. Also wieder abschalten. So ein Scheiß. Weil das ist sozusagen Cheaten, ne? Schalten wir mal schnell die Shuttle-Rampe ein und kommen wieder zurück. Ich verstehe euch, Data League Games. Ihr seid gemein. Okay, dann sind wir hier ready. Wir fliegen in den nächsten Dingsbums. Dings. Hier. Wir fliegen aber noch nicht zum Borkubo, sondern wir landen nebendran. Weil wir brauchen ja, wie weit ist denn das? Moment, wir brauchen die Warpkerneffizienz braucht 11 Runden und dann brauchen wir nochmal
13 Runden. Die müssen wir noch verbummeln, diese Runden. Diese Runden müssen wir noch verbummeln. 13 Runden. Bevor wir zum Gelben fliegen. Also, fliegen wir mal zu dem Planeten hier. Lebenserhaltung. Ist ready. Bam. Und schon ist der Strom im Arsch. Weil dieses Deck, meine Fresse, 16 Strom braucht. Ho, 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 ho. Lecco mio. Was gibt's denn hier? Material. Ah, da gibt's 8 sowas. 40. 20. 8. 20. 23. Wupsi, wupsi. Nicht schlecht. Was ist denn das? Phaser-Kontrollraum, okay. Ist unten drunter. Wir hätten hier großen hydroponischen Garten, die Abfallaufbereitungsanlage. Mark 81195 sagt, normal braucht das Deck 18 Strom. Ach, dann habe ich... Ach so, ja, ich habe schon irgendeine Stromersparnis aktiviert. So, brauche ich hier irgendetwas bauen? Will ich was bauen? Nö, eigentlich nicht, ne? Aktuell nicht. Also, ich habe es freigeschaltet. Ich würde mal sagen, ich schalte mal ab. Ich hätte jetzt keine Idee, was zu bauen. Ein Crewraum. Ein Crewraum könnten wir bauen. Für die Crew. Moralmäßig. Jo, komm. Wir bauen hier noch einen Crewraum. Können wir später abreißen und woanders bauen, aber voll. Na, wir haben noch eine Reserve. Könnte man dann theoretisch. Ja, hier ist ein bisschen sinnloses Zeug. Könnte man hier Crews bauen. Könnte man den hier mal abreißen. 30 Steine snacken. Okay. So lange den Strom laufen lassen und dann wieder abschalten. Ja, das ist ein Plan. Der Störterraum ist ready. Okay. Dann hätten wir eigentlich, Moment einmal. Ja. Hier den Crewraum bauen können. Das ist die bessere Option. Mark 81195 sagt, Nee. du könntest Lagerräume bauen und dann vollknallen mit Waren und wieder ausschalten, wenn du es nicht brauchst. Vollknallen mit Waren, ja, ja, aber ich habe immer, wie ist denn das? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Deswegen schalte ich dir aus. Vollknallen mit Waren, das verstehe ich schon. Aber wenn jetzt ich hier, so wie hier, bin bei 107 da oben, bin bei 147. Wenn ich jetzt aber, wo ist er denn, der Frachtraum? Den hier deaktiviere, dann ist ja mein Material futsch. Deswegen darf ich den ja nicht deaktivieren. Na, ich kann ja kein Material lagern, wenn ich keinen Raum habe. Oder heißt das nur, dass ich es nicht zur Verfügung habe, das Material? Und wenn ich ihn einschalte, ist das Material wieder da? Wäre irgendwie unlogisch, aber... So würde ich das sehen. Also ich tue mal die wieder deaktivieren. Und wir Mark 81195 sagt, nein, du hast nur keinen Zugriff drauf, weil er aus ist. Ach so, weil er aus ist. Dann gucken wir doch mal uns diese Lebenserhaltung an. Wenn wir die aufmachen, unten können wir Lagerräume unten voll knallen. Das ist eigentlich... Mark 81195 sagt, ja, genauso wie du sagst. Okay, das ist ja mal eine nette Info. Das heißt, wir machen da unten nochmal 2 Lagerräume. Weil hier unten war auch geplant für mich, das ist eigentlich das Lagerraumeck da unten. Das sind 2 riesengroße Lagerräume, die ich mir bauen wollte. Da könnte ich jetzt schon mal anfangen, in die Richtung zu gehen. Und das freizuschaufeln hier auch. Das heißt, hier kommt ein großer Lagerraum Deuterium und ein großer Lagerraum Essen. War mal die Planung. Für mich so gedacht gewesen. Und dann kann man noch ein paar kleine woanders hinpflastern. Weil ich kriege ja mein Material wieder zurück beim Abreißen.
Genau, okay, also, den habe ich gebaut. Der braucht ja keinen Strom, weil nichts da ist. Genau. Okay, also könnte ich die vollknallen, wie du schon sagst. Dann verliere ich nichts. Ich verstehe. Der Frachtraum ist jetzt dafür da. 175 zu 100. Das heißt, es macht durchaus Sinn, 1 zu... Achso, die Teams sind beschäftigt. Einer repariert. Nö, das Reparaturteam ist frei. So, weiter geht's. Und ein Team ist frei. Das heißt, jetzt könnten wir weiter hier schön abbauen. Ja, schön weiter abbauen. Keine keine... Achso, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann macht es aber eher Sinn, wenn ich hier gleich mehrere nebeneinander abbaue, gleichzeitig. Ja, da würde ich sagen, dann tun wir mal kurz hier deaktivieren. Okay, weiterfliegen. Lebenserhaltung aktiv. Ja, genau. Also, das hier ist die Crew. Einmal Crew. Einmal zerstörter Raum. Nochmal 40. Einschalten. Mark 81195 sagt, denk dran, die zerstörten Räume können auch dein Notgroschen sein, wenn du mal nichts mehr hast. Also nicht alles gleich wegmachen. Okay, ja. Da hast du auch wieder recht. Deswegen machen wir lieber nicht alles weg. Die 2 machen wir noch. Und dann lassen wir es bleiben. Ja, das ist eigentlich auch ein guter Einwand oder Hinweis. So, wie sieht es hier aus? Betrieb über Notstrombatterien. Ja, okay, alles klar. Jage die Tiere. Analyse von der Jagd, Biolabor Level 1. Sammle keine Nahrung, sondern konzentriere dich auf die Erforschung der Lebensformen, Wissenschaftslabor 2. Nee. Ah, da ist ja wieder rot dabei, da kriege ich wieder nichts. Nahrung bräuchten wir jetzt schon mal langsam wieder. Aber hier gäbe es ja Erforschungspunkte. Und die sind ja auch Mangelware. Genau. So, wir sind da. Also Scannen ist angesagt von diesem Upsi. Wo ist es hier? Scheiße, hat jetzt der gespeichert, als ich hier gelandet bin? Weiß das jemand? Weil es ist 2356. Scheibenkleister, wie kriege ich jetzt einen Speicherpunkt her? Muss ich mal gucken. Geh mal zurück. Ich bin hier gerade angekommen und gelandet. Ich schau mal, ob er gespeichert hat, als ich hier gelandet bin. Scheibenkleister. Der zeigt mir nichts an. Ich scroll mal zurück. Ah, hier jetzt. Wenn ich gehe vor. Mark 81195 sagt, die Borg-Nebenmission ist nicht schlimm. Die kannst du machen. So, was steht da? Betrieb über Notstrombatterien. Kein Speicherpunkt. Ach, kommst du schon wieder Scheiße. Ich muss ins Bett. Das ist 23:57. Ich muss um 6 aufstehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Also, wir scannen mal schnell. Dieses Spiel nervt dermaßen, dass man da nicht speichern kann und einfach aufhören kann, wann man möchte, sondern hier abhängig ist von der Scheiße hier mit der Speicherei. Das ist echt das Allerschlimmste, was die hier erfunden haben in dem Spiel. Ich muss ins Schiff. Ich muss meine Stellarkartografie einschalten, um alles scannen zu können. Und gleich gucken, wo es was gibt. Okay, Deuterium, Dilithium, Deuterium, Nahrung, Planet des Überflusses, ja schön. Ein Cason, irgendwas anderes. Notsignal schon wieder irgendwas. Was, warum? Ach so, Nebel haben wir ja auch mit dabei. Alles klar, ich verstehe, ich verstehe. Hier haben wir auch Nebel dabei, okay.
Uranium. Uranium. Nahrung. Dura. Das ist alles hier Nebel, ne? Ja. Nebel. Nebel. Aha. Okay, dann würde ich sagen, mach mal hoppla hopp. Material snacken. Material snacken. Jo, jo, jo. Um was zu tun? Weiß ich noch nicht. Also gut, wenn du sagst, der Borg-Nebenmission, das liegt nebendran. Das nehmen wir mit. So, 35, 66, 89. Wissenschaftslabor ist nur orange, let's do it. Okay, schön. Dann fliegen wir zu die Borg. Hier gibt's Essen. Holen wir uns erst Essen. Warpkerneffizienz. Jo, Hammer, sehr schön. Es ist fertig, die Warpkerneffizienz. Jetzt wird's stromsparender. Und jetzt brauchen wir Wissenschaft. Das da. 70 Hammer, wunderbar. Holographische Schiffsprojekte. Schalte die Kampffähigkeit des Doktors frei. Yeah, that's it. Und zwar 13 Runden verbleibend. Weiter geht's. Zerstörter Raum, demontiert. Nummer uno. Dauert noch 2 Zyklen. Okay. 13 Strom. Okay, die Batterien werden ausgelutscht gerade. Macht aber nichts. Wo bist du? Lebenserhaltung. Okay. Jo, haben wir es auch. Was haben wir da? 30 dauert. Dann können wir hier ein Lager bauen. Ja, wie sieht's aus? 100 voll. Kurz abschalten. Dauert noch ein Zyklus. Wir sind geflogen. Wohin? Zum Essen? Ja, machen wir Essen voll. Moment, wir könnten ja, wie du, wenn du sagst. Dann kann man mehr snacken. Upsi. Das ist kein Dings. Das ist das. Und das hier war auch die Steine. Das wäre hier ein normaler Lagerraum nochmal. Moment. Frachtraum, Frachtraum. Das ist ein 50er, oder? Ja klar. Wie werden der hier Management verbessern? 1525. Jo. Hier, mach mal. Das hier ist ein 75er. Das ist auch schon 75er. Den haben wir noch nicht verbessert, den Lagerraum. Schau, schau. Zappalotti. Ein Team, 2 Team. 1 ist noch frei. Dann machen wir das hier für das zukünftige Lager frei. So, wir sind hier. Wir wollen Kampfstationen. Okay. Scheiße. Na gut, sollte klappen. Ihre Befehle, Captain? Machen wir ganz schnell. Auf die Waffen, Buchwert auf die erfasst, Waffen. Captain. Let's go. Fähigkeit bereit, Captain. Und Abstand, Schildhacking und Dings. Fähigkeit Und bereit. Double Laser. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Erledigt. Sehr gut. Nahrung 49 bekommen. Sehr gut. Das Lager 250 zu 150 zu 1750. Okay. So, dann könnte es sein, dass wenn ich jetzt zu dem Borg fliege, vielleicht was gespeichert wird danach. Weil es ja eine Quest ist, oder? Genau. Wie sieht es denn hier aus mit Energy und so weiter? Das ist am Bauen. Wenn wir zu dem Borg fliegen, schalten wir mal lieber alles ein. Sicher ist
Sich an der Krankenstation brauchen wir nicht. Hydroponischer Garten brauchen wir auch nicht. Jo, schätze ich mal. Die Werkstatt vielleicht. Ja, könnte sein. Okidoki. Aber wir könnten das ja mal kurz pausieren. Es braucht Energie ohne Ende. Ja. Wohl in einer Runde ist es fertig, ne? Dann ist es. So, die Borgs sind ja bloß eine Runde nebendran. Hier. Also, testen wir mal schnell die Borg. Vielleicht habe ich dann endlich einen scheiß Speicherpunkt. Ich muss Schluss machen. Ich muss in die Haia. Zerstörter Raum. Ready. Strom sparen. Okay, Doktor ist da. Crew haben wir hier. Crew gibt plus 15. Sehr gut. Weil nur noch 9 ohne Quartier sind. Alles klar. Das ist am Laufen. Das ist am Laufen. Ja, ja, ja. Biolabor könnten wir vielleicht brauchen bei den Borgs. Hydroponischer Garten. Weiß ich nicht, ob man brauchen kann. Okay. Take a look. Schnell, schnell. Schauen wir uns das an. In der Hoffnung, dass es einen Speicherpunkt gleich gibt. Gebrauch. Warte mal, wie kann man kippen? So, ist auch ein schönes Bild. Gleich fast am Ende vom Stream. Mit schönes Bildchen. Wunderbar. Voyager, Borg, Schiffli, alles dabei. Außenteam schicken. Let's go. Sind ja wieder alle zur Verfügung. So, jetzt brauchen wir gute Leute. Waffen. Gute Medizin. Gibt es irgendwelche Special-Fähigkeiten? Nein. Zweimal Medizin. 35. Die ist 59. Die ist stark in der Medizin. Sonst kann sie aber nichts. Wir probieren es mal aus. Dann, wir haben 2 Runden aufeinander. Oh, die Käse ist auch stark. Hier, das mega. Nee, nicht mega, sondern nur 35. Das heißt, die ist schwächer. Machen wir hier. Sie wieder raus. Die Käse macht Medizin super. Flashly oben oder A. Wir brauchen Kess einen Ersatz, wir brauchen A. Das wäre der Turok oder der Chakotay. Überlebenskünstler Chakotay. Wer ist denn hier leveltechnisch unterwegs? Müssen wir langsam irgendwelche Leute leveln, ne? Die niedriger sind. Wir haben A. 46, der Tom Paris. Jetzt haben wir noch Waffen. Waffen. Der ist Level 6. Waffen. Hat keiner außer denen. Chakotay und Tuvok. Der ist 6 und der ist auch 6. Waffen und A wäre dabei. Bei beiden. A 75, Waffe 50, Waffe 82. Oh, die ist extrem stark. Und A noch 50. Ah ja, okay. Dann machen wir mal das. Okay, schauen wir mal. Wir haben den Kubus betreten, kommen wir aber nicht weiter. Die einzige Tür in diesem Korridor ist Friedrich. Wie lauten Ihre Befehle? So, 63. Schaut schon mal scheiße aus. Hier gibt es Wissenschaftspunkte. Müssen wir aber 2 einsetzen. Wäre nicht so prickelnd, weil in der zweiten Runde brauchen wir genau wieder die Kess. Das wäre okay. Das wäre auch overpowered. Also, das wäre er hier. In Runde 3 braucht man A. Das wäre auch der Tuvok oder der Paris. Warte mal. Ne, Runde 2 brauchen wir die Kess. Also wir machen das hier. Dann sind wir nämlich overpowered. Ja, also gut.
Aktiven Sicherheitsscan, durchlaufende Bereich könnten sofortigen Alarm auslösen. Jetzt ist theoretisch die Cass dran. Habe ich ja gesagt. Und danach ist nochmal Medizin oder A. Was wäre A? A wäre der Paris. Oder der Tuvok, der regeneriert ist. Hier gibt es Wissenschaftspunkte und Essen. Moral ist erstmal unrelevant. Jo, also sowas auch geplant. Do it. Modifizierte Vibrospray zeigt die Wirkung. Jawohl. Oh, Captain, wir sind auf eine große Anzahl inaktiver Drohnen gestoßen. Untersuchen können wir wichtige Daten. Sollen wir das Risiko eingehen? Jo. So, jetzt ist die Cass leider nochmal dran. Die ist dummerweise erschöpft. Wenn wir aber den mitnehmen, dann hätten wir es. Und in der letzten Runde könnte der Tuvok wieder voll reinballern mit der Waffe. Eventuell. Ich hoffe. Do it. Machen wir. Das ist ganz rechts. Leck mich. Außenteam entnimmt den Intakt. Vorsicht, Proben werden volle Erkenntnisse. Suchen am Generator. Nach dem Generator geht weiter. Captain, einen neuroelektronischen Generator. Er ist im Kubus. So, theoretisch ist jetzt der Tuvok angesagt. So, dummerweise ist auch so schlecht. Wir müssen das hier machen. Schneiden Sie den neuroelektronischen Generator raus. Genau. Da gäbe es halt Dilithium, aber nee, sind wir zu schwach beieinander. Das Risiko zu hoch, dass hier was passiert. Ja. Reprogrammieren Sie das, schneiden Sie raus. Ne, wir schneiden es raus. Haben wir vielleicht eine kritische Chance? Yes, eine kritische Chance. Das Außenbeginn der Generator raus, das Gerät schneidet sich raus, +1. Was ist denn das? Das Würfel +1 Zeug? Würfel 1, was ist denn Würfel 1? Hä? Steht da irgendwas, was der Würfel ist? Der levelt ab, der Paris. Sehr gut. 840, 45. Das, 480 Essen, 108. Links. Ein neuroelektrischer Generator. Ach, das ist der Würfel, okay. Kritischer Erfolg, Gesamt, Sektor 5, sehr gut. Alle fit, alle gesund. So, automatisches Speichern, ich habe es gelesen. Da steht's. Bin ich froh. Ich hätte echt. Ja, ist ja schließlich eine Quest, die gemacht wurde. Borg-Kubus, wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Endlich hat's gespeichert. Und ich kann weitermachen. Das ist doch ein schönes Abschlussbild. Warte mal, ja, so. Da ist ein Schiff, hier ist ein Schiff, dort ist ein Schiff. Das ist fast zu klein. Wir müssen den Fokus. Mark 81195 sagt also ab ins Bettchen und gute Nacht. Den Fokus auf was anderes setzen, so kurz wegmachen. Wenn wir den Fokus auf diesen Planeten setzen und reinzoomen, ganz flach machen, dann haben wir das. Upsi, reinzoomen. Jetzt ist wieder das da. Nein. Ach Gott. Auf den Fokus setzen. Dann rauszoomen. Genau, so, das ist doch echt nice, oder? Ja, das ist doch ein nice Picture. Ein bisschen reinzoomen. Jetzt hat er schon wieder den Borg-Kubus. Ach, man kann hier mit dem Cursor frei rumfahren. So funktioniert das. Kann ein bisschen drehen. Ein bisschen raus noch. Ja, das wäre auch ein schönes Bildchen. Der Voyager muss vorne vorbeifliegen. Müssen wir noch eine Runde warten, bis die blöde Voyager vorne vorbeifliegt. Für den nächsten Stream ein schönes Bildchen wäre das. Jo, komm, mach hinne. Vorne vorbeifliegen. So, ja. Der Planet ist hier. Noch ein bisschen. Dann habe ich ihn komplett. Und habe ich noch einen Kazon dabei. Ja, ich würde sagen, das ist doch so cool. So, jetzt muss er noch schön vorbeifliegen. Dass man die Voyager ein wenig schön sieht hier. So. Wird vom Kubus verdeckt. So, leichte Kurve. Kommt jetzt ins schöne Feld. Und dann... Wunderbar. Das passt doch, das kann ich morgen von meinem eigenen Stream dann absnacken. Das Foto, wunderbar, passt, wackelt und hat Luft. Einmal frei. So, sehr schön. Das ist am Laufen. 10 Runden und dann fliegen wir zum anderen. Dann passt das. Also, dann gehen wir hier raus.
Hauptmenü. Jawohl. Die Musik im Moment ausschalten. So. Machen wir lieber so einen Hintergrundsound. Sodala. Dann sagen wir mal. Einmal Robo-Quatsch. Gott. Barkley Gaming 1 sagt Tschüss und danke fürs Zusehen. Genau. Bye, thank you for watching. Dann sage ich nochmal Danke trotzdem an alle persönlich. Mugen Live fürs Reinschauen. Dankeschön. Ebenso Schweiz-Zelda, du stimmst ja auch. Habe ich auch schon mal reingeguckt. Vielen Dank. Dankeschön. Marc, ebenso. Vielen Dank. Dankeschön. Schweiz-Zelda haben wir schon genannt. Dankeschön, Marc. Für die vielen Tipps. Jesai Gutschül auch drin. Für die vielen Tipps und das lange dabei bleiben. Vielen, vielen Dank, Marc. Danke. Und alle anderen auch, die dabei waren und zugeguckt haben, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und Like. Wäre nice. Ja, dann bis zum nächsten. Morgen gehe ich davon aus, ja, da ist, wenn nichts dazwischen kommt, irgendwas ungeplant ist, habe ich Bock, morgen wieder schön weiterzumachen. Und morgen endlich mal ein bisschen früher, als immer so spät. Da will ich dann schon, zeitig anfangen, vielleicht mal schauen. 6 vielleicht, spätestens um 7 möchte ich schon starten wieder. Und dann kann man auch mal länger machen. Außer ich bin müde und heiser. Weil ja Samstag ist ja Feiertag, frei. Gut, dann gute Nacht. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Morgen zum Beispiel. Memory node located. Stand by. Proceeding with data transfer.